Hicks Monahan und der hat ein Sam-Verschwörungsboard bei sich im Bunker. Also wir haben jetzt Zugang, mit der letzten Pizza haben wir Zugang zu seinem Bunker gekriegt und der sieht halt so aus. So, fuck Sam, go to hell und so. Erschien ein No continues for you. I am the particle of God und bla. The world is calling for deliveries, but I need more power. Ja. Was? Was? Wofür krieg ich Likes? Ach so, weil ich mich jetzt eingeloggt habe und Leute ganz viel mein Zeug benutzen. Genau, wir wissen noch nicht genau, warum wir von Amelie veräppelt wurden und warum Prinzessin Strand ist auch gut, warum Präsidentin Strand auf einmal wieder aufgetaucht ist auf dem Beach, obwohl sie eigentlich tot ist. Das versuchen wir jetzt rauszukriegen. Wir haben auch ein Ziel. Die Fragile hat jetzt alle Leute gerettet und zurück in den Osten gebeamt. Sie hat aber keine Energie mehr, um uns durch die Gegend zu juckeln. Deswegen müssen wir jetzt zurück nach Lake Knot City, heißt es so, Lake Knot City, um dort das Schiff zu nehmen. Und auf dem Weg ist ein riesen Tornado-Kano wieder mal. Und okay, ich sehe gerade, mein Autochen geht kaputt. Wir müssen nach draußen. Und überall ist jetzt auf einmal riesig düster und Zeitsturm und kein Plan. Und also einer hieß Port City und einer Port Knot City und einer Lake Knot City. Wahrscheinlich ist Port Knot City auf dieser Route, genau. Ja, und du siehst schon, es ist hier wirklich schön stürmisch. Also so viel Regen hatten wir bisher noch nicht. Und es gibt auch ein paar sehr interessante Zonen, wo wir selbst aus der Luft, also wenn wir mit dem mit dem Seillift da durch die Gegend flitzen, wo wir von den BTs angegriffen werden. Das ist schon recht lustig. Ich guck mal, der ist total im Arsch. Wir nehmen mal einen anderen. Gucken, ob ich hier noch Dach drauf habe. Nein. Gut. Ich habe zwar wieder die falsche Taste gedrückt, aber wäre noch Fracht drauf gewesen, hätte ich hier nicht kaputt machen können. Übrigens, also tatsächlich ist nicht überall so viel Sturm, aber die Lichtstimmung ist überall relativ gleich düster. Und deswegen hatte ich jetzt auch nicht die monströse Lust, die anderen Prepper noch auf 5 Sterne zu bringen. Man möge mir hoffentlich verzeihen. Mir ist dabei auch aufgefallen, Moment, erstmal Beweisbild, so, ne? Also, so, das ist der UCA-Einflussbereich, ich habe sie alle zumindest ans Netz gebracht. Hier musste ich noch den, Moment, Evo-Devo-Biologen, ich glaube Sohn des Schriftstellers heißt er, genau, hier musste ich den Sohn des Schriftstellers finden. Den habe ich jetzt auf etwas über 1 Stern gebracht und hier vorne, wo ist er? Der erfahrene Bote, den habe ich jetzt auch auf etwas über 1 Stern gebracht. Und das reicht halt, um sie zumindest anzuschließen. Mir ist dabei noch aufgefallen, dass ich das Ganze ja gar nicht im Startgebiet gemacht habe. Und da habe ich mir so gedacht, so, hattest du nicht bei deinem ersten Playthrough eine Mundharmonika? Ja. Ich hoffe mal, die können wir uns noch holen. Ansonsten muss dieser Playthrough halt ohne Mundharmonika auskommen. Ich habe mal ein bisschen mal im Gedächtnis gekramt, woran ich mich überhaupt noch erinnere, was jetzt noch folgt. Ich kann mich noch an einen relativ ausschweifenden Level mit Clifford Anga erinnern. Und dass man relativ lange auf dem Beach rumjuckelt. So, mal kurz gucken, ob ich in der richtigen Richtung unterwegs bin. Ja, dass man relativ lange auf dem Beach rumjuckelt. So, dass ich dachte schon, habe ich hier was falsch gemacht? Aber wir wissen, das ist eine Mundharmonika, genau. So, man sieht, hier lauert auf keinen Fall Buchserei.
Ich hatte zwischendurch auch noch einen Auftrag für Lake Note City, da steht es ja, für Lake Note City angenommen und mir dann gedacht, nee, wenn du den jetzt auslieferst, dann machst du die Story auf jeden Fall weiter, brich mal lieber ab. Ich bin mal gespannt, was kommt. Got a moment, Sam? It's about the director. So there's no way he could have made the jump to Amelie's Beach if they didn't share a strong personal connection, right? Well, I looked, and I couldn't see one. What? The network should have contained something, anything, but there was nothing whatsoever. His entire life prior to his tenure with Bridges has been redacted. Genau, der hat auch irgendwas mit Clifford Unger zu tun. Everything. Schien sich zu kennen. Which led me to consider another possibility. What if it isn't the director and Amelie who have a connection, but You the are right. director and Clifford Unger? And what if that connection is what facilitated the director's jump to Amelie's Beach? If it's those two who have a personal history, then it might explain why Cliff is holding the director hostage as well. It will all be explained But even if later. that were the case, it doesn't answer the bigger question. How the hell did the two of them end up on Amelie's Beach? Sam, Hartman here. There's something else I'd like you to consider. A guess, albeit an educated one, concerning Cliff's objective. Somehow, with the aid of the chiral network, our individual beaches have begun to coalesce, resulting in the formation of a single massive seam. What does it mean? Should this process continue, there is a risk that BTs will flood across into our world, bringing about a Death Stranding on a heretofore Der fourth unprecedented impact. scale. Now, Clifford Unger's battlefields and my own beach appear to be unaffected by this phenomenon, existing entirely in isolation. They do not and have never intersected with others. But what if there were another class of beach, one that exists on a higher plane, that was responsible for setting this process in motion? And what if the beach in question were none other than Amelie's? Cliff may have summoned the director, but I believe his true aim was to seize control of Amelie's Beach, to exploit its power over every other beach, and trigger the last stranding. It's the only rational explanation. Last Stranding ist der fourth impact. Which is why you have to stop him. If Hartman's right, then we're in serious trouble. Using the chiral Genau network so. in Amelie's Beach to trigger the last stranding? That's why Higgs went after Amelie, wasn't it? If it was Cliff who put him up to it. Yeah, it all fits. With the last Vertraue euch da, wenn ihr das he'll sagt. finally have his revenge against the world that stole his life and his child. You've got to stop him, Sam. You've got to make the jump to Amelie's Beach as soon as possible. Ich würde ja, wenn ihr mich nicht dauernd unterbrechen würdet. Und wenn ich nicht noch Prepper ins Netzwerk packen müsste. Übrigens, falls du die Abkürzung II noch nicht kennst, wir haben herausgefunden, dass Amelie eine Extinction Entity ist. Und das sind Leute, die den Fourth Impact auslösen können. So, jetzt aber mal Turbo hier. Ich weiß zwar nicht, ob wir genug Waffen haben und alles. Und hier ist auch alles mega runtergekommen inzwischen. Okay. Nur falls wir nicht zu Fuß kommen. Hallo. Ich hätte das so gut gefunden, wenn wir mit dem Auto da reingeflogen wären. I found out I was gonna be a father. I was so scared. Scared of what it would mean. I had to be there for you and your mom. No matter what. I couldn't just go off and get myself killed
Ach ja, offensichtlich hat er versucht, Bibi zu klauen. The Bridges hat Bibi geklaut. Fun didn't make me scared. Hat nicht geklappt. It made me brave. Sorry it took me so long. Don't make the same mistake. Be yourself. Hannibal ist in Indie 5. Captain, I need you to hand it over. Wenn das nicht Die Hardman Shoot ist. him! I gave you an order. Shoot him! Ich bin dein Die Hardman. Trophäe erhalten. Okay. Ah. Ich weiß noch, dass ich sehr genervt habe in diesem Level. Erst Clifford, dann Anger, dann Clifford, Anger. Oder was erst Anger, dann Clifford? Nice metal beach you have there. Solid. Nee, die Sequenz haben sie nicht recycelt tatsächlich. Also es gibt so eine ähnliche, aber die ist nicht recycelt. Is his target blue? So, jetzt müssen wir erstmal. Gucken, haben wir überhaupt eine Waffe? Wir versuchen erstmal nicht so viel zu kämpfen, okay? So, hier dieser Blutbeutel sieht doch nett aus. So, wo zeigt der Jodo hin? Da. Nicht ist besser als gar nichts, genau. Das sind wir jetzt frei. Tschüss. Heiß, 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 heiß. Wieder schwer zu sagen, wer wirklich da ist und was nur Sperrfeuer ist. Was bin ich wirklich da? Komm ich hier durch? Nee.
Leute, ich spiele auf einfach, ignoriert mich einfach, ne? Macht euren Kampf allein. Da hoch. Ja, gut. Ganz schön scary hier. Keine lieb sein, okay? Habe ich eigentlich genug von den Viechis hier? Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die automatisch wieder aufgefüllt habe. Ich dürfte auch genug Blutbeutel dabei haben. Wie viele sind denn hier? Eine Menge? Tatsächlich. Wie viele habe ich denn von euch? Ach, 405 Kryptoidioten. Das passt doch. Hast du keinen Durst? Erstmal ganz cool einen wegtrinken. So. Ich glaube, Health habe ich. Kann ich hier pissen? Okay, gut. Hier pinkeln ist nicht drin. Wir sind, glaube ich, volle Health. Gut, dann gucken wir mal, was auf uns wartet. Ich glaube, das könnten sie recycelt haben. Also wir haben tatsächlich relativ viel von diesen Videosequenzen, also Elemente aus diesen Videosequenzen im Promotion-Material verwendet. Weil die so schön wack sind. Und sie haben ihr Ziel erreicht. Ich habe das Spiel gekauft. 3-mal. Schnurps. Das Creature. In Luft rennen. Gebröselt? So, Moment. Was haben wir denn überhaupt dabei? Handfeuerwaffe. Das ist Sturmgewehr. Tödliches Sturmgewehr. Gegen Menschen tödlich. Aber jetzt weiß ich gar nicht, was die jetzt sind. Gelten die jetzt hier als menschliche Ziele? Und habe ich auch all meine Blutbeutel schön verpackt. I just want you to be happy. Ist das eigentlich ein Pfeil, das Rote? Where are you, baby?
tangle. Was ist denn eigentlich ein Feind im Deutschen? I want my baby back. Engage hostile. Die wirken offensichtlich. Ja, sind wir richtig unterwegs. Wo hast du dich manifestiert? Where's my baby? Taking fire. Light him up. Was habe ich euch getan? Seid doch mal ein bisschen lieber zu mir. Ich höre mir immer eigentlich manifestieren. Ja, ich komme. Ich nehme erst noch hier dieses Sturmgewehr mit. We need reinforcement. Forward. So, wir laufen mal schön den Spuren hinterher. Den Spuren hinterher. Hallo, ich bin Sam Strand. Porter. Bridges. I was born to fight. Jetzt lang. Ach, da sind die Schritte. Okay. Baby. I want my fucking baby back. Die hard man. So, wo ist unser großer Freund? Ist jetzt sicher irgendein Raketenwerfer dabei oder sowas. I need backup. Wenn jetzt mal in irgendeiner Form zielen könnte. Nee. So, wo bist du hin, mein Freund? Die Umgebung ist ja ziemlich cool, muss man richtig sagen. We need reinforcement. Get back out there. Braucht ihr die wirklich?
So, mal den richtigen Luxus rausholen. Gucken, ob die dagegen verwundbar sind. Da lang. Tango, tango! Die kosten zwar Kiralium, sind aber richtig gut. Die haben wir übrigens als Belohnung gekriegt dafür, dass wir die letzte Pizza ausgeliefert haben. Also ich dachte tatsächlich erst, das wäre nur eine Story-Belohnung, aber es gibt... zeigst du mir die richtige Richtung an? Weil es geht eigentlich hier so lang. Also ich dachte erst, es wäre nur eine Story-Belohnung, aber man kriegt tatsächlich noch die relativ starken Waffen dafür. Nehmen wir noch ein bisschen hiervon mit. So. Und zur Sicherheit alles nur zur Sicherheit. So, wo bist du, Cliff? Cliffboard Anger. Habe ich mich hier, was ist denn mit den Fußstapfen passiert? Get my baby. Und was ist jetzt los? Ach so, weil wir gefahren sind. Ah. Baby. Draw to cover! Das sind meine Friends. Läuft direkt an mir vorbei, auch gut. Take some bullets in your butt. In your butt. Zoom in direct control. Okay, ich habe keine Moon mehr. Ja, ganz schön rein die Waffe. Was ist das? Ich habe hier so dran gehangen auf normaler Schwierigkeit. Aber ich habe es auch damals noch nicht gerafft, wie das hier strukturiert ist. No. Guck, wie so ein geprügelter Hund.
Baby, we're getting out of here. I promise. Lass doch endlich mal gut sein. Give me back my baby. Are you Clifford Unger? Das gerade noch gesagt. Who are you? Are you the father? Na, süß. They told me your name was Sam Porter. But you were Sam Bridges. My bridge to the future. No. Sam, you bring people together. You're their bridge to the future. Come on, Sam. Stand up. There's nothing I can do for your wife. I'm sorry. Now, if she orders me to do something, I have to do it. I have to. But I served under you first. And your family doesn't deserve this. Any of this. Why are you helping me? They catch you. Because you saved my life, sir. Again and again. When He seems to die hard, man. The jaws of hell, it was you that brought us home. Ja, ich bin wieder am B. Was? Ich habe ein S in einer Ballersequenz gekriegt. Ich bin schon ein bisschen stolz, muss ich sagen. Ich habe auch einfach komplett aufgerüstet mit den goldenen Patronen. Wir haben genug Kiralium. Sam, are you okay? I Oh, reviewed your connection logs. lost.
It looks like you were caught in a supercell and emerged an instant later on the other side of Ground Zero. Not far from Port Knot City. How'd I wind up here then? Remember Victor? He found you lying unconscious by the harbor and brought you inside. I think Cliff might be Lou's father. He said, give me back my BB. Impossible. Cliff was born... He gave me this. Maybe he's trying to tell us something. Something about the BBs, maybe. About how they were made. Gott sei Dank einfach Amelie, oder? Ach nee, Prinzessin. Ich werde jetzt ab jetzt Prinzessin Strand sagen. Das Prinzessin Strand ist ja tot. He just wanted to talk. But you said you saw him holding the director captive on the beach. Yeah. They must have some history we don't know about. Them and Bridget. Funny you should say that. I've got something you should see. Found it in the archives while I was digging around. Warum ist unsere Verbindung jetzt It's so a gut? pre-recorded message from the director labeled, "If I don't come back." All right. This message is insurance. In case something happens to me. For Bridget's eyes only. And I sure as hell hope that's who's watching. I got a little present from Amelie. Said she'd take me to the beach if I wanted. But I'd need this doll to show me the way. It's a trap. It has to be. But I've decided to play along. You've all been playing along too, haven't you? You know this mask hides more than just my face. Well, Emily's a blank slate too. No past, no record she ever existed. She's a ghost. And the thing about ghosts, I never met Amelie in person. Have you? Ever seen her in the flesh, shook her hand, touched her? The original team we sent was divided into two groups. So much Amelie Erkenntnis. was with the first. Mama and Hartman were with the second. They had no direct contact with her. Yes. Amelie's group was wiped out in Edge Knot City. Der wollte noch was sagen. Everyone but her. Everyone who could say whether or not she exists. Bullshit. She's real. We've touched, all right? She and I both. Well, I've only ever interacted with her hologram. I'm telling you, I've met her. In person. Lots of times when I was little. Yes, but on the beach. Here's what the president had to say about her daughter. Amelie was born on the beach. There her ka remained, though her ha came to this world. This division of body and soul forced her to spend most of her childhood in the hospital. But though her health was poor, her doom's numbers were off the charts. Her supernatural talents blossomed as she grew older and overcame her limitations. But by the time she was 20, she could travel to and from the beach, body and all. And that's where she started spending. Ach nee, Akira war ja der mit dem übernatürlichen Zeug. Now, if you wanted to get in touch with Emily, it was via hologram or nothing. The president insisted on that. I swore an oath to the president and to America. As far as I was concerned, her word was law. So when she said Amelie was her daughter and the best candidate to succeed her, I believed it. But when the archives were restored, I couldn't resist testing out my access privileges. And that's how I found out. Bridget was diagnosed with uterine cancer in her 20s and couldn't have children. You see,
Doesn't add up, does it? Makes There's you no way think. Emily could be Bridget's biological daughter. So where'd she come from? Who is she? Is she even real? How can we be sure that Emily is an extinction entity when we don't even know if Emily is Emily? Hell, for all I know, the EE theory might be bullshit. But if it's not, if she's the cause Vor allem, was ist of the mit Death Sam? Stranding, then I have to accept her invitation. Gut, dass keiner über Sam spricht. I've loaded my gun with hermetic rounds. Sam's blood. It connects my gun to her, to me, to him, all of us. Which means I should be able to take it with me to the beach. I'm gonna stop what she started by stopping her. One last confession. I'm just a man. No powers, nothing special. Don't have dooms, I can't repatriate like Sam either. Don't know the first thing about dying, I had never tried it. War auch nicht so gut. Yeah. I've been to hell. Every single battlefield was hell. But no matter how terrible it got, I never died. Because all I ever did was run from death. Well, I gotta go. She's calling for me. Bridges, don't let me down. Okay. Die Episoden sind ein bisschen kürzer als andere. After he recorded this, the director jumped to the beach. Or rather, Amelie summoned him there. He had a gun to Bridget when I saw him. Then Cliff showed up, took him away. I thought he went to the beach to confront Amelie. Yeah, she was there too. She was the one who got me out. It's so obvious to me now. I can't believe I didn't see it sooner. It was Amelie who... What a twist. What happened? The chiral network dropped out. According to Lachna, it won't be long before it's completely unusable. So all our hard work was for nothing. Let me finish what I was saying, Sam. I'll tell him. Fragile. You look like shit. You should be resting. I know. I need to tell you something. I had a little chat with Higgs back on the beach. Didn't take much to make him talk. You say why he betrayed you? He said it was part of her plan. What? She was their leader. The terrorist Ooh. voidouts, the whole extinction agenda, Amelie was behind it all. Like hell she was. I know you don't want to believe it, but it lines up with what Die Hard Man said. Higgs turned on me after he met Amelie. At first, he was looking to expand his territory, and I had a power he could use. At least, that's how he ended up working with me. He was no terrorist. He just wanted to reach more people. But then she shows up with abilities that put mine to shame. Hell, she could even control BTs. So Higgs decides to go with her. And that's when she turned him into her agent of extinction. Amelie gave Higgs his power. Yep, she made him her homo demons. What about Bridget? You care to tell me what she was doing on the beach? You got an answer for that too? I know it's a lot to swallow. But Higgs said himself that Amelie is an extinction entity. I looked inside his pod, and there was no BB in there. Take a good look at what was. Diese fiesen Puppen. It's the same doll Die Hard Man had. This is their bridge baby. There's this idea that the terrorists brought back BB tech and Bridges was just following suit. It's garbage. Their methods and yours are completely different. Your BB links you to the world of the dead. Their doll links them to Amelie and her beach.
You know who else had dolls like this? Cliff. He was carrying them on the battlefields. Cliff, Higgs, the director. All three of them were drawn in and controlled by this extinction Amelie entity. all along. And who is this EE really? Is it Bridget? Is it Amelie? All I can say is that the answers are on the beach. What she wants and why. If we get to the bottom of that, then maybe we can still avert the last stranding. You've got to find her, Sam. Whoever she really is. She's waiting for you on the beach. Hurry back east. Ich kann trotzdem die Mundharmonika noch holen. Ich finde das voll gut tatsächlich. Ach, ich klapper nicht mehr. Moment. The connection's unstable, so I'll keep this short. We have a job for you. Fragile's condition is deteriorating. If she slips into a coma, there's a chance her soul might become stranded on the beach. She needs cryptobiotes fast. Luckily for us, Fragile Express keeps a stockpile there in Port North City. So we'd like you to grab some for us while you're in the area. All the details are on the terminal upstairs. Please, Sam, this is critical. Warte, schwind, Lake North City. Bin ich jetzt in Lake North City? Moment. Ne, ich bin jetzt in Port North City. Also muss ich rüber nach Lake North. So, erstmal duschen, oder? So. Bevor uns wieder einer unterbricht. Ich finde das sehr interessant, dass wirklich zu diesem Zeitpunkt niemand darüber redet, dass die Präsidentin keine Kinder haben konnte. Und wer ist dann Amelie? Aber wer the hell ist denn... Wer the hell? Ja. Who the hell ist dieser Typ hier? Dieser nette Hank von einem Mann. Wer soll denn dann Sam sein? Ach, kommt natürlich keiner drauf. EX-Grenade number 0. Oh, wir haben eine Menge Schmodder gehabt bei 10 Granaten. So, wir werden... Sollen wir Pullergranaten machen oder sollen wir nachher lieber irgendwo in die Gegend pinkeln? Ich denke, wir sollten... Wir haben jetzt Kryptobiot für Nacht, das ist Kryptonite. Wieso kann ich meinen Rucksack nicht anpassen? Ah, weil das Netzwerk instabil ist. So. Und ich kann jetzt nach Lu nicht sehen, beziehungsweise nicht seinen Status checken, weil die Connection doch loskiert ist. You okay? Würden wir ja gerne wissen, aber Connection lost. Okay, also können wir im Moment nichts bauen. Dann kippen wir uns auch mal ein bisschen Timeporter in den Hals. Futtern selber noch ein paar Kryptoidioten. Du wirst doch jetzt irgendwie 400 Kryptoidioten im Inventar haben, oder? So, es kann nichts passieren, solange wir unsere coole Sonnenbrille aufhaben. Okay, ich glaube, hier können wir jetzt erstmal nichts. So, wir können noch eben E-Mails gucken. Da will doch irgendjemand zurückgewinnen. So. Auch alleine, ich bin selbst einsam. Ich war nur beschwert, als er hier war. Ich bitte, ich werde es brauchen. Alter. Ich werde dir jetzt nicht helfen, deine Olle zu belästigen. Vielleicht würde ich das tun, wenn ich noch 5 Sterne bei dir brauchen würde, aber brauche ich nicht, ich habe dich ausgemaxt. Außerdem sagt sie eh nein. So viel kann ich spoilern. So, können wir hier noch irgendwas machen? Nee.
Jetzt dürfen wir doch keine Visionen mehr kriegen, oder? Ja, doch. Das ist auch nur eine Standardvision. Oder? You know what day it is today, Pete? Ich habe keinen Geburtstag. Today would be a very special day if your mommy hadn't. You're not born yet. But the more candles, the merrier. Ach, das ist ihr Geburtstag. Soon it'll be time for you to come out into the real world. I promise. Das ist Pipis Geburtstag. And then we can have a real party. Well, happy birthday. Jetzt bin ich ein bisschen eifersüchtig. Ich dachte, es wäre was Besonderes, dass Clifford mir Happy Birthday wünscht hat. Sam, check the terminal for available orders. Detected. All weapons, all clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Jetzt erstmal unser Zeug ausmüllen. Und so lange mal ein paar Standardaufträge noch abchecken. Mit deprimierenden Ergebnissen. So, was ist denn im privaten Spind los? Resina brauchen wir nicht. Achso, die sind schon im privaten Spind. Müsste nicht viel mehr hier sein? Ab in den privaten Spind. Fracht optimieren. Wärmepad ist gut. Das kommt in den privaten Spind. Ein Nahkampfding reicht. Soll ich lieber ein neues kaufen? In die Vorratstasche. Dann in den privaten Spind. Blutgranaten habe ich nicht benutzt. Sturmgewehr brauchen wir nicht. Sauerstoffmaske nehmen wir sicherheitshalber mit. Blutbeutel haben wir tatsächlich genug, okay. Dann geht es zum Geländeskelett. Geht. Meine Silverhand geht auch. Bridges-Stiefel geht auch. So. Bin ich jetzt wieder im Startgebiet? Installierstation von Capital Knot City. Okay. Und Spezialanfertigung. Was kann der nochmal? Hat er defensive Fähigkeiten? Elektromagnetische Schildeinheiten, aber dafür genauso wirkungsvoll. Okay, gut, dann nehmen wir dich. Don't forget, that container isn't airtight. You can't afford to submerge it, even partially. Dann kommst du auf den Rücken tatsächlich. Weil das kann immer sein, wenn ich durchs Wasser fahre, dass der untergetaucht wird. Eine Zeitlimit? Nein. So, wir sind wieder am Startgebiet. Tatsächlich. Wegposten. Der Musiker wird sogar angezeigt. Versuchen wir den noch zu kriegen. Was haben wir sonst noch verpasst? Nur den Musiker? Hier sieht es noch aus, als hätten wir was verpasst.
Ja. Wir gucken zumindest mal beim Musiker vorbei. Und dafür nehmen wir noch mal irgendwie so eine Leiter mit oder so. Oder auch nicht. Was habe ich denn hier noch? Okay, Leiter und so habe ich nicht. Ein Gemeinschaftskasten vielleicht? So eine Bolager, eine Schrotflinte, Blutgranaten. Nee, nichts, was ich brauche. Hatte ich da noch Sturmgewehr? Wozu zur Hölle sollte ich 2 Sturmgewehre brauchen, meine lieben Freunde? Die können gern die anderen haben. So, dann schauen wir mal, was von unseren Strukturen noch übrig ist hier. Wahrscheinlich gar nichts nach 130 Stunden. We've been getting near constant timefall in this region for a while now. Oh, As a result, everything you've built for us out here has been completely destroyed. The good news is, we managed to recover all cargo stored on site and transferred it to the capital Knot City Distro Center. As for the not-so-good news, Cairo printers are currently unusable due to the network instability. Given the circumstances, you might want to consider turning to your fellow porters for assistance. But I'll leave that up to you, Sam. I'm sure you'll come through for us. You always do. Beginning scan. Weapons restrictions. Ja, ein bisschen was ist ja scheinbar noch da, oder? Und, ach, sind die Straßen auch kaputt? Also hier gab es ja nie Straßen, oder? Hier konnte ich noch keine Straßen bauen, ne? Okay, dann gucken wir mal. Anscheinend scheint es ja nach hier so zu gehen. Dann hier so runter. Und dann gucken wir mal, dass wir erstmal ins Verteilzentrum kommen. Meine ganzen schönen Sachen sind kaputt, aber andere Leute Sachen sind noch da. Einfach das Gebiet resettet haben sie uns. Na guck, wir kommen auch ohne klar. Wir sind doch auf sowas gar nicht. Vor allem ist auch gut, dass die Strukturen von anderen Spielern da sind. Das ist natürlich praktisch. So, wir sind ja einiges an Kummer gewohnt. Böse Leute. Bad people spawning. So, der nächste Sprung geht hier runter. Ach, hier ist dieser lange Part. So, aber irgendein netter Mensch machen wir das echt? So, jetzt halt die Frage. Oh, da ist nochmal ein Speicherschiff.
Sind aber neu, die Speicherchips, oder? Puh, ja, durch, oder? Was bringt uns denn die andere Variante? Können wir die irgendwie umgehen über den Musiker? Was bringt's denn, wenn wir hochgehen? Weil da hat jemand ja so ein Seil hingelegt. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Weil in der Masse sind natürlich diese schwebenden Viecher schon doof, wenn die neben uns explodieren. Ich glaube, alle erschießen ist ein ganz schöner Moon-Verschwendungsding. Deswegen schauen wir mal erstmal, welche Weisheit die anderen Spieler hatten. Nämlich der Real David Bain. Realer David Bain. Was war deine krasse Strategie? Was für Gedanken hast du dir gemacht? Darum ist das hier wichtig, dass wir hier oben hochgehen. Sonst sich auch nicht nur eine lustige Falle gestellt. Gucken wir uns die Geschichte doch mal an. Ah, jetzt dann hier so seitlich rüber. Ja, nicht doof, nicht doof. Ja, wahrscheinlich die Seilrutsche genommen. So, dann machen wir hier mal so ein bisschen. Machen wir mal ein bisschen auf. Was? Wie sieht es so aus? So, hat mich jemand angepeilt? Nee, ne? So, dann probieren wir das Ganze nochmal. So. Ha! Schön! Wir haben neue Tricks. Vielleicht lege ich mich gar nicht mit denen an. Vielleicht lasse ich das einfach schön bleiben. So. Ja, voll gut. Wenn die nirgends hinführt. Ja. Wäre gut gewesen. Was mache ich denn damit? Wenn ich ein bisschen besser ausgerüstet wäre. Ich habe ja an Kletterzeug gar nichts dabei und ich konnte auch nichts bauen. Irgendwo ist hier so ein Flupperviech in der Nähe.
was liegt, das mich angreift? Das mich gerade angreifen möchte. Aber wir haben keine Möglichkeit, uns zu erreichen. Beruhigen. Zur Möglichkeit, hier hochzukommen. Boah. Was tut ihr mit mir, meine Freunde? Wäre nicht jetzt besser gewesen, noch einfach den Auto einzuladen und durchzuheizen, ne? Da ist noch ein Autowagen. Habe ich schon keine Muni mehr? Ich werde noch nicht nachgeladen. Ah, da bist du, mein Freund. Für Schaden machen die gar nicht. Jetzt hätte ich einfach nicht so viel Show machen sollen. Oh, ich will euer Zeug mitnehmen. Wo ist es? Ach, die Gier wird mich umbringen. Und go! Können wir nämlich auf den Rückweg das ganze Kiralium einsammeln. Ein bisschen schneller, bisschen schneller, bisschen schneller. Ja. Na, eigentlich lohnt sich das nicht, ja noch Kiralium mal zu sammeln. Gut, auf
wenn ich eh schon mal den Schaden nehme. Hat mir das denn jetzt in irgendeiner Form geschadet? Ah doch, es hat mir Schaden gemacht. Ich sehe gerade, dass Blut zurücktransfusioniert wird. So, wir gucken jetzt erstmal, dass wir ein bisschen Land gewinnen. So, ist zwar echt nett hier mit den ganzen Leuten, aber wir gucken erstmal, dass wir hier rauskommen. So. Wo sind wir? Da sind wir. Nimmt doch gar nicht so weit ab vom Schuss. Wir gehen jetzt erstmal in das Verteilerzentrum. Ne, wir gucken jetzt erstmal, dass wir zum Musiker irgendwie kommen. Okay, da kam keine gute Idee. So, Musiker wäre jetzt hier rüber. Das sollte eigentlich mit dem Kletterskelett gehen. Die sind ja ausgerüstet. Hoffe ich. Oder auch nicht. Das ist ein schwieriges Gelände hier. Kommen wir hier irgendwie durch? Sieht doch gar nicht schlecht aus. Komm, das muss doch kletterbar sein. Mal tust du den Fuß dahin und so, genau so machst du das. So, und jetzt hier mit Kletterverankerung und gehen da runter. Total easy. So, aber was wir da hinten machen, habe ich leider nicht die geringste Ahnung. Was tust du, Sam? Einfach nach unten. Okay, bist du sicher? Wo genau ist der? Da hinten ist der Musiker. Da machen wir mal eine Wegmarke hin. Und überlegen mal, wie wir da hinkommen. Das ist noch ein ganzes Stückchen. Oh, da hinten wäre mein anderer Weg gewesen. Kommen wir durch den Fluss da? Das ist ja gut und schön, dass wir hier lang kommen. Gucken mal, ob das was bringt. Das hätten wir alles am Anfang machen sollen. Dann wäre hier noch schönes Wetter gewesen. Blümchen hätten überall geblüht. Alle Kletterverankerungen wären noch bis ganz nach unten gegangen. Hätten nicht 2 Meter beim Boden aufgehört. Scheiße. Da war doch noch eine andere. Die ging noch bis nach ganz unten. Kommen wir hier lang? Probieren das mal aus. Da kriegt noch ein bisschen das Schwitzen. Ich weiß auch nicht, ob wir hier über den Fluss kommen, mal ganz ehrlich so.
der sieht ja ganz schön tief aus. Der wird hier oben wahrscheinlich auch relativ reißend sein. Aber vielleicht ist es klein genug, damit wir darüber springen können. Das ist ja natürlich Premium. Oder? Ich glaube, wir müssen hier oben drüber klettern können. Ja, generell schon, aber ich kann keine Bridges bauen im Moment. Ah, hier ist auch nur Geld, wir werden wir durchgekommen tatsächlich. So, das ist halt der Vorteil, dass wir guten Bier haben. Jetzt ist die Frage, ob der uns überhaupt reinlässt. Weil wir haben ja kein Zeug für ihn. Aber vielen ist nämlich verlorene Ware in der Gegend. Aber bei ihm nicht. Ja, aber will ich durch das gelbe Wasser gehen? So, ich habe hier nämlich keine Aufträge. Damit hat sich die Geschichte schon erledigt. Aber wenn ich keine Aufträge für ihn habe, ja, wird er mich auch nicht empfangen. Spamming Bridges ID. We get signal. Vielleicht finden wir ja noch sein Paket. Scheint in irgendeinem Bandido-Scan. Jetzt würden wir hier rüberkommen. Wow, ja. Okay, gut. Dann setzen wir hier mal über. Da ist ein bisschen rot, da müssen wir aufpassen. Sorry, du. Hey, ich hab doch noch gedrückt. Ich wollte noch kurz was trinken. Prost. Du auch was? Der sich überhaupt nicht auf? Doch, langsam war sicher. Ich will ja nur nicht, dass wir gleich einen Epic BT-Kampf haben. Dann ist der Lu nicht mehr sehr entspannt. Ja, ich liebe einfach diese herzförmigen Blasen, die Lu macht. Ich weiß nicht wie, aber sie sind cute. So, das reicht. So, irgendwas, was uns hilft.
Nee. Wo ist eigentlich unsere Otterkapuze? Wir sollten echt gucken, dass wir zurück zum Straße kommen, beziehungsweise zum Weg. Straße haben wir hier nicht. Ich würde mal tatsächlich interessieren, wie das so das Verhältnis in den Gewässern ist. Weil eigentlich so ein, wenn Zeitregen fällt, kommt durch die Form des Gebäudes, das kann auch sein, ja. Ich dachte tatsächlich halt an so Likes. Weil wenn Regen fällt, kommt ja Regen eigentlich auch ins Wasser, also müssten wir ja auch Zeitwasser haben. Das Altern beschleunigt. Beim Verteilzentrum. Wäre ganz gut, denn wir brauchen wieder mal einen Unterschlupf. Also ein Autoschlupf. Oh. Kojima, du hast gerade richtig eingefangen, wie assi das ist, bei Regen zu wandern. Ich empfehle das übrigens keinem. Bei Regen wandern ist richtig assi. So, dann gucken wir mal. Verteilzentrum ist hier. Spielt immer noch den Lieferando-Boy. So, und Regen ist überall. Sehr schön. Ich denke tatsächlich, dass wir schon relativ nah am Ende sind. Aber das muss hier ja nichts heißen. Also sind wir jetzt in Kapitel 12 von 15. Oh, was haben uns denn nette Boten hinterlegt? Moment. Ja. Bitte Stiefel habe ich noch, Sturmgewehr habe ich, Handfeuerwaffe brauchen wir alles nicht. Behaltet euer Mist. Ich dachte, ihr hättet mir hier was Schönes gespendet. Oder ein Paket? Ich dachte, ich hätte aus dem Augenwinkel ein Paket gesehen, aber nein. Leider fehlt uns ein Paket für den Musiker. Sehr schade. Und uns fehlen jede Menge Baueinheiten, weil sonst hätten wir mal so ein Netz von Springseilen da vervollständigen können. Wie heißen die noch? Seilrutschen. So, keine Müdigkeitsvorschützen. Ich meine, ist die Brücke hier noch in Ordnung? So, da vorne ist das Verteilzentrum, da können wir wieder ein bisschen ausruhen. So, jetzt sieht die Brücke schon den Arsch aus. Diese Brücken sind sowieso Todesfallen, weil wenn man das schafft, über diese Türme drüber zu laufen, während die nach oben rieseln, dann kommt man ganz schön ins Stolpern. So, alles schön wieder aufgeladen? Nein, natürlich nicht. So, ist hier irgendwo ein Autochen, das wir mitnehmen können? Nee. Hallo, ich bin wieder da. Ich weiß, ihr habt mich ungefähr 30 Monate nicht gesehen.
Aber das heißt ja nicht, dass ihr mich nicht immer noch willkommen heißen könnt. So, TCK, sehr schön. Die nehmen wir mit. So. Weil mit denen können wir eventuell so hier so, ne? Seildinger bauen. Kryptobioten, denen geht's noch gut. Den Rest brauchen wir nicht, da haben wir besseres Zeug. Aber ich will immer noch wissen, warte mal, ach, im Hangar ist der Kumpelbot. Ah, für den ist der Hangar gut. Ich dachte schon, wir haben vielleicht irgend so einen Schwebegleiter verpasst, weil der Kumpelbot ist im Hangar. So, Three-Wheeler. Die Trucks haben halt den Vorteil, dass wir tatsächlich darin vom Regen geschützt sind. Deswegen nehme ich den. Der ist zwar langsamer und sperriger, aber der Zeitregen kann nicht fahren. Ich hätte natürlich auch ein Auto bauen können, aber bin ich Krösus. Waren da eigentlich Aufträge? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, ob die noch Aufträge für uns haben. Sam Porter Bridges. Nein. Schade. Hätte ja sein können. Dass sie sich denken, ja, du musst zwar ganz dringend nach Central Nord City, aber, oder Capital Nord City, Central Nord City, Nord City, aber wenn du schon auf dem Weg bist, ne, könntest du jetzt hier nicht diese halbe Bratwurst mitnehmen. Weil der Near Deathman, der isst die total gerne. Und wo zur Hölle könnte noch die Dinger sein? Könnten noch Pakete für den Musiker sein. Hier vielleicht? Im Mule-Briefkasten? Aber wir waren jetzt so lange nicht mehr, das ist voll nostalgisch hier jetzt rumzugucken. Ah, weißt du noch, wo du dir mal einen abgebrochen hast? Ja, genau hier. Wo du jetzt wahrscheinlich gleich stecken bleiben wirst mit deinem Auto. Genau, ach, war das schön damals, hier im Fluss stecken zu bleiben. Ach, das war noch Zeit. Mensch. Dann bist du immer mit den Vorderreifen so weggerutscht und oh, hast du dich geärgert. Weißt du noch, wie das damals war? Wie du dich geärgert hast, dass du da immer den Berg runtergerutscht bist. Oh, war das scheiße. Oh, nee. Das wäre schön, wenn man das nochmal machen könnte, oder? Das wäre doch schön. Freunde, ich bin wieder da. Ich will nur mal gucken, ob ihr das Zeug für den Musiker habt. Ne, also wenn ihr nichts macht, mache ich auch nichts. Was? Oh ne, jetzt fängt die Schießerei schon wieder an. Leute. Das muss doch nicht sein.
hier los? Ey. Auch gut, ich ging hier so scheiße, dass ich nicht zielen konnte, weil der Auto im Weg war. Mach doch sowas in hier mehr. So, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Oh, ich muss ja die ganze Markierung hier loswerden. Dankeschön. So, ich bin hier und will nach hier. Hier ist da. Ist ja klar, dass hier da ist. Ist der da ja hier. Und da ist auch ein Ersatzmagazin, das will ich immer. Dauert hier noch einer? Nee. Freund, du bist der Letzte. Bist du sicher, dass du nicht abhauen willst? Vielen Dank. So, mal gucken, ob hier was für den Musiker dabei ist. Der Regen ist echt ein bisschen kacke. Gucken wir mal. Für Benjamin Hancock, für den Ludens-Fan. Ne. Tatsächlich nichts für die dabei. So, irgendwie was Neues. Nee. Gut, das hat sich bei dem gar nicht gelohnt. Total gut. Ich habe jetzt nur meinen Truck festgefressen, sodass ich mir jetzt einen neuen holen kann. Aber war schön. Nee, war schön. War schön. Hier, ich habe immerhin hier 43 Kristalle. Hier nochmal 16. Sich voll gelohnt. Voll gut. Hätte ich ja sonst nicht gehabt, ne? Warum zur Hölle willst du hier einen Turm haben, mein Freund? Warum zur Hölle? Ich meine, ich kann dir einen bauen. Oh, nee, ich kann gar nichts bauen. Ich vergaß. Wir machen uns mal hier wieder schön auf den Weg. So. Wir hoffen, dass das Skelett uns fällt. Wir gucken mal, ob vielleicht da noch ein vernünftiges Auto drin ist. Oh, kein Shit-Wetter. So. Ne. Kein Auto da. Da nehmen wir von da hinten ein Motorrad noch. Ist besser als nicht. Wir mussten es ja versuchen. So, ich habe das alte Auto festgefahren. Habt ihr Neues für mich? Das wäre total gut. Hast du noch einen Truck da? So. Ich habe ein bisschen Angst, dass unsere Lieferung Krypto-Idioten kaputt geht. Und auf dem Three-Wheeler sind wir nicht geschützt. Das ist sicher nur ein Truck. So, wie ist unsere Route? Unsere gute Route.
wir werden uns mal an dieser vielbefahrenen Route orientieren. Geht hier durch, geht dann... wollen wir durch das... wollen wir durch das Gebiet nochmal durch? So, wir gucken erstmal, wie wir da ankommen, ne? Waren da BTs oder war das jetzt das Zeichen? Hey, willkommen, hier sind BTs. Hier waren immer welche, oder? Ich glaube, hier bin ich einfach durchgefahren, oder? Hold up! Hold up! Oh. Ich hab kein Glück mit Fahrzeugen. Baut alle ab. Nein. Nein. Geht alle, wo ihr wohnt. Das hätte nicht funktionieren dürfen. Also wahrscheinlich wäre es jetzt auch kein Beinbruch gewesen, wenn es nicht funktioniert hätte. Aber ja. Eins, zwei, drei. So, schön den Kennerping negiert. Nicht tödlich, ne? Ja. Ich habe jetzt keine Lust nochmal einen... Du musst wirklich Glück haben und du musst auf jeden Fall eine Verstärkung drin haben. Also ohne ein verschnellerndes Skelett kannst du es vergessen. Deswegen habe ich ja gesagt, das hätte nicht funktionieren dürfen. Das war jetzt ein Megaschwein. Und du hast auch gesehen, wie mega knapp das war. Wie viel hältst du aus, mein Freund? Ich wollte schon sagen. Wenn ich im Zeitregen pisse, fällt Sam der Dödel ab. War hier irgendwo noch ein Kasten, wo vielleicht Zeug für den Musiker drin ist? Ach, so weit weg. Ne, komm, wir machen mal hier, machen ein paar Meter. Ist jetzt nicht so schlimm. Genau, einfach den Dödel ablegen. Ist tatsächlich jetzt nicht so mega schlimm, wenn wir den Musiker jetzt nicht befrieden. Ihr habt ja sicherlich alle schon mal eine Mundharmonika gehört, oder? Bin ich jetzt falsch rumgelaufen?
Das ist zwar eine niedliche Funktion, wenn man damit Bibi ein bisschen aufheitern kann. Aber hey, Bibi ist halt genug. Autschen. Nicht hauen. Wolltest du mehr von Mutter Monika hören? Jung, ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir 3-mal gesagt, dass du hier abhauen sollst. Ey, echt jetzt. Habt ihr ein Auto? Wenn ihr ein Auto habt, würde ich das gerne mitnehmen. Sound von den Demons ist echt cool. Wir haben kein Auto, oder? Und noch ein verschwendeter Umweg. Yay! Genau, spiel's noch einmal, Sam. Sag zum Abschied leise Schaltung. Echt jetzt? Benutztes Reparaturspray? Ich lege noch einen benutzten Blutbeutel dazu, okay? Ah. Hier ist alles so kacke kaputt. Du willst noch ein Reparaturspray dabei hätten. Da ist mal einer. Freund, geh mir aus der Sichtlinie. Ah nee, das ist gar keine. Wurde ja schon platt. Hast Glück gehabt, dass du schon platt bist. Sonst wärst du jetzt platt gewesen. So, ich muss da gleich irgendwo nach rechts. Das ist zeitnah nach rechts. Ein Zeitregenunterstand wäre noch nett. Kommt doch auf dem Weg noch irgendwo Scheiße, oder? Sorry, wenn ich euch nicht durchlike. Oh, das war gerade noch mal Glück gehabt. Ist nur im letzten Moment eingefallen. Warte mal, war hier nicht irgendwo eine Spalte? So, jetzt hier so rum. Und da sind, glaube ich, noch mal irgendwo BTs um die Ecke. Moment, hier kann ich pinkeln. Endlich. So viel Zeit muss sein. Ich hätte ja gehofft, dass irgendwie ein Unterstand oder sowas hier ist. Halt doch erst seit 2 Folgen ein. Ich finde auch schön, dass das Meter bis 99 Liter geht. Also 99,999 Milliliter.
Also er könnte theoretisch 100 Liter einlagern in seiner Blase. Laut Anzeige. Hübsch. Moment. Zeitregenunterstand? Anyone? Nein? Okay. Ist irgendwo auf dem Weg noch ein Zeitregenunterstand? Was denn hier? Der ist auch noch benutzbar. Okay, da geht's erstmal hin. Weil unser Zeug wird durch den Regen schon ganz schön beschädigt sein. Thank you. Habt ihr nicht 4 oder 5? War schon wieder leer. Warum habt ihr den Flug? Freunde? Was ist das? Ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen beeindruckt davon, wie gut das geklappt hat. Danke für das nicht tödliche Sturmgewehr. 2 davon zu haben ist gut. Oh, meins ist nämlich kaputt. Schön. So, was wollte ich eigentlich machen? Dann erstmal meine Belohnung einsammeln. Ich dachte ja schon 2 davon wären ein bisschen viel. Turns out, wir können dann noch 3 davon spawnen. Hey. Oh, hier sind noch welche. Hallo, mein Freund. Krypto-Idioten sind wiederhergestellt. Das ist aber nett. So, habe ich alles nett?
Größere Mengen Reichtümer ignoriert. Nicht? Gut. So, dann laden wir uns hier jetzt gleich auf. Und dann geht's aber hier straight to jail. Hier, Not City. Das ist gut, dass hier nicht Kletterverankerungen, sondern Seilrutschen sind und ich kann nicht das Gegenteil bauen, das Gegenstück dazu bauen. Bisschen schade. Ich meine, im Endeffekt ist es jetzt wirklich eine Luxusbeschwerde, weil es hätte genauso gut sein können, dass hier gar nichts ist. Und ich bin auch sehr froh, dass hier noch ein bisschen was ist, weil Village Not City, genau, Village People City. Weil ich kann mich so erinnern, als ich das erste Mal gespielt habe, dass wirklich was drüber war. What the fuck was? Was jetzt? What was this? Don't make fuck with me. Why Earth of quaking? Was los? Habe ich noch genug Zeug? Erstmal ein Schluck British Energy. Das fehlte noch. Oh. Kommt hier noch irgendwas Großes? Ich weiß es leider nicht mehr. Klingt ja fast so, ne? Was? Gojira? Es ist Shellkuf. Warum auch nicht? Genau. So, die goldenen Sachen muss ich treffen, ne? So, wo bist du, mein Freund? So, wir geben mir schon Granatwerfer. Mach auf, das München. Ifrit casten kann. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe nicht genug Mana-Punkte. Muss ich
den vielleicht erstmal ein bisschen ärgern. Weil ich krieg doch im Leben nicht genug. So, Moment, hier kann ich dir doch einen Raketenwerfer eingeben. Den muss ich mal irgendwo in Sicherheit bringen. Bist du mal voll? Anscheinend scheinen die schon Schaden zu machen. So, also mal keine Panik hier vorschützen. Achso, das ist gar nicht der Monster. Bleib ganz ruhig. Ja, vielen Dank, mein Freund. El Rey. Hau nicht ab. Dann hau ab. So. Ja, natürlich, lad dann nach, wenn er mir sein Maul zeigt. Bist du ein bisschen assi? Was soll denn das? Er hat mir gerade sein Maul gezeigt. Ja, komm, gib. Oh, was war das denn?
Mein Zeug! Genau, nur Zuschauer bei einem Bundesjugendspiel. Komm mal runter, mein Freund. Wir haben noch ein Wörtchen zu reden. So. Vielen Dank für den Blutbedings hier. Oh, scheiße. Ins Blitz ist gefährlich. Weil dann kann nämlich ein Void outdrohen. Wo bist du? Los auf hier! Auf mich hier anzurülpsen. Was seid ihr denn? Der hat gut gesessen. Ein Revolverart hier denn. Nee. Menschen, wenn der. Das war's. Du machst, hör mal auf damit. Are you going down? Goes du down? Ich bin mir ziemlich sicher. Mal den Sandwurm. Darauf hat Mezzo nix. Na, hübsch. Danke sehr. Yes, you did it, Sam. Oh, I could kiss you. You sweet son of a bitch! I thought it was all over. Nicht nur du. Jetzt sortieren wir ganz kurz unser Zeug aus. Du bist abgeladen. Du bist abgeladen. Ich glaube, wir brauchen nicht so viele Granatwerfer. Ja, das war aber rein optional. Na gut, zwischendurch stand schon, Aufgabe besiege das BT. Ich weiß nicht, ob wir uns einfach in die Basis hätten verziehen können. Also ich habe letztes Mal auch dagegen gekämpft, deswegen keine Ahnung.
So. Meine Silberheld ist kaputt. Achso, es ist schon auf dem Boden. Gut. Achso, doch, ich muss hier noch wieder hin. Also tatsächlich muss ich ja hier die Krypto-Idioten abgeben. Also tatsächlich muss ich hier nochmal hin. Das wäre schön, wenn das optional wäre. So, ich würde noch gerne ein paar der Blutbeutel mitnehmen. Also jetzt natürlich da hinten nochmal rumzutuckern, das war optional. Ich würde tatsächlich, wenn du es noch weiter spielst, empfehlen, wenn du dich tatsächlich noch für weitere Prepper interessierst, wie den Musiker, das ein bisschen früher zu machen. So, ein vierfach Raketenwerfer haben wir ja noch. Und da ich auch keine Ahnung habe, ob das Paket für ihn überhaupt noch spawnt, gebe ich es ja verloren. Nee. Da hinten sind Pakete. Nee, auch nichts für den Musiker. Hallo Lockney. Krypto-Idioten sind wieder hergestellt. Na gut. Nehme ich mit. Das sind gar nicht so viele. Obwohl doch, sind relativ hochwertige. Ah, das ganze Geballer von goldener Munition hat aber doch schon so 1000 von den Dingern gekostet. Dafür ging das jetzt auch ziemlich smooth. Ich weiß tatsächlich natürlich nicht, ob ich mir bei den Kämpfen sonst einen abgebrochen habe, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Weil ich habe das Gefühl, dass ich bei diesem Durchlauf ein viel besseres Gefühl für die Mechanik des Spiels habe. Was es überhaupt von mir will. Weil ich glaube, so einige Systeme habe ich damals gar nicht verstanden. Aber ich bin auch so durchgekommen. Ich bin wieder hier in meinem Revier. War nie wirklich weg, hab mich nur versteckt. Hello. Hä? Müssen wir woanders hin? Wohin müssen wir die Krypto-Idioten liefern? Ach, zur Isolierstation. Okay. Auch geht alles kaputt.
So, da sind wir. Knock, knock, motherfuckers. Thank heavens you made it. Fragile's been in a coma for a while now. But with all these cryptobiotes you brought, we should be able to bring her round. And with any luck, it'll only take a few more to get her back on her feet. You did well, Sam. Ich bin mal gespannt, ob wir es heute durchschaffen. Ich weiß nicht, was alles noch kommt. Sie war Trophäe, sie wartet auf dich am Strand. Okay. Sam. Oh man. You're back. Sie können sich auch einfach nicht merken, dass er nicht umarmt werden will. Especially on your own. But now the whole team is together again. The whole team? Die Hardman too? Too much traveling to and from beaches in such a short span. Chiral matter contaminated her cells, effectively causing jet lag on a molecular level. Because of that, her homeostatic mechanisms were shaken. What? Don't worry. She's not in any danger, but she needs some rest. So where's the director? He's being looked after in another room. Bridges personnel found him lying outside the isolation ward. Similar to when you came back from Cliff's Beach. Even after decontamination, she needed more and more time to recover. Sam, you made it. Hungry? Kriegt eine ganz schöne Waschhaut von Zeitregen. Thanks. Looks like you need me after all. Who'd have thought? Ich stelle mir gerade vor, wie pure Kryptobrioten in ihr Blut gepumpt werden. Anyway, clock's ticking. Am I right? Sam's here. The great deliverer. The Große only one who Lieferator. can reach Amelie's beach. You're in no condition to do this. It's not fair to you or Sam. In my own search for Amelie's beach, I have come to realize something extraordinary. If beaches were likened to a multiverse, hers would appear to exist on a higher plane than ours. I can walk the beaches of others, but hers is beyond my reach. It's invisible, inaccessible, even to Fragile, I fear. Lock noch was zu sagen. Imagine it as a circulatory system, if you will. Each of our beaches is a single capillary. But Amelie's beach is the heart that pumps blood to the rest of us. Capillaries are subordinate to the greater whole. A whole governed by the heart, which gives direction, which dictates flow, which dictates everything, controls everything. Don't you see? She is in control. You may be able to travel against the flow and reach her, but having done so, if she does not wish to let you go, if she wishes to keep you, she can. So. Fragile and Die Hardman broke free from her beach, didn't they?
I don't think it was any different from what happened to you. I didn't get out because I wanted to. I was forced out, repatriated, if you will, by her. Forced out? Why? This is only a theory, but Sieht richtig schön scheiße aus, die Gute. Wants you to go to her. That's her final wish, don't you think? So that's it, huh? Amelie's the EE, and this is her endgame. Just so we're clear, if I want to stop the last stranding and come back in one piece, I need to go to her beach and talk her out of it. That about right? Correct. As cliché as it sounds, you're our only hope. Though quite frankly, I doubt even you can change her mind. If you can't make her see reason, you'll have to kill her. And if you kill her... You'll save the world, but you'll be stranded outside of it. Forever. Ich finde, sein Outfit passt so super zu der Szene. So, das ist für dich. Du kriegst Bibi, du kriegst meine Mütze. Might as well make it official then. You ready to deliver the package? I'll talk to her. Maybe she'll listen. But with the shape the world's in, it'll only be delaying the inevitable. Still, if it buys us time to try and build something better, a new lease on life, at least for a little bit, well, I can think of one woman who made the most of a chance like that. Nothing lasts forever, not even the world. But we gotta keep it going as long as we can, right? Finde ich gut. Patch the holes, change the parts, all that. Hier so Ship und so. So we can say we had a good run, that we lived. Thought you didn't like having to handle things with care. Because it was hard enough keeping my own shit together. Back when we met at the cave, the only thing I cared about was making it to the next sunrise. Sure as hell didn't care about America or the future. I was living a lie, hung up on past regrets. I was broken. But somewhere along the way, I started changing. Started meeting people that made me think that maybe it wasn't all bad. People that put their faith in tomorrow, and in me. That kept the lights on, and waited for hope to arrive. So I gotta deliver, for their sake. Even if it means you never come back? Fucked if I do, fucked if I don't, right? Take care of Lou. I will. Couldn't find a working still mother east of Port Knot City. Kid's done enough. No more. All right. I'll do my best to nurse our little one back to health. Ich bin sicherheitshalber der Frau. Okay, concentrate. Help me look for Emily.
Reach for her, Sam. Feel her. I know you love her. You love her. There. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, das rubbt mich immer the wrong way, dass Lockne so wenig zu tun hat am Ende. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber auch beim letzten Mal saß ich schon so da und habe mir gedacht, Lockne könnte was machen, wir könnten mal reden. So, immerhin hat ja, man könnte jetzt behaupten, dass Malingen und Lockne natürlich die meiste Erfahrung mit untoten Babys haben. Aber also, ich weiß nicht. Vielleicht ist auch nur so ein Pet-Peeve von mir. Irgendwie, ja, irgendwas, wie heißt das denn im Deutschen? Streichelt mich gegen den Strich bei dieser Szene, bei der Szene am Ende, dass Lockne nichts zu tun hat. Sam. There you are. You want to go home? Let's go home. It's okay. I know the way. Was so viel Story aufzuholen. Die Episoden purzeln nur so vorbei. Episode 13, Sam Strand. Wusstet ihr, dass Strand deutsch ist und Beach bedeutet? Moment, das hat gar keinen Sinn. Das haben wir schon mal gesehen. War es nicht relativ am Anfang? Halte das Aussterben auf. No pressure! No pressure! Wo ist sie denn? Genau, Strand ist Englisch für Beach. Ja, das ist korrekt. Hier ist sie offensichtlich nicht. Vielleicht sollte ich sie nicht im Wasser suchen.
Ganz schön viele spitze Steine an unserem Beach. London Bridge is falling down. Falling down. Falling down. London Bridge is falling down. My sweet bridges. Lady. Fast. Neue Klamotten. The last stranding has already begun. Oh, sie ist jetzt ein Doma. Amelie? You're too late. What took you so long? Your voice. You still don't know who I am, do you? Er ist ein paar Mal auf den Kopf gefallen. Who are you? Sam. I knew you'd come back. Sam, listen to me. Noch immer gleich vorhin maximal zu triggern mit seiner Osmophobia. I love you, Sam. I'll be waiting for you on the beach. I've been waiting for you, right here, ever since. You were supposed to stop me. Stop all of this. Bridget? Yes. It's me, Sam. Man hätte es jetzt schon rausfinden können. Where she's always been? Nowhere. My daughter, Samantha America Strand, doesn't exist. Amelie doesn't exist. Not in your world. I'm sorry, Sam. I've had to wear a mask for so long. Amelie and Bridget are both a part of me. What's this supposed to mean? Quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. Listen. Just listen. Do you understand, Sam? Amelie and Bridget, those are just names. What I am is an extinction entity. So, knowing what you know now, you have two choices. Is getting shot one of them. You wouldn't come back if it happened here, you know. You'd be straight on to the afterlife. But no. It's not one of them. Killing you would be a terrible mistake. I know that better than anyone. The last stranding has already begun. A seam has formed from my beach and the beaches of every soul in America.
And soon it will be inundated by a vast surge of antimatter starting here. Nicht der Welt, nur Amerika. In a flash, this world will be no more. Consumed by an explosion. A big bang. So, that brings us to your first choice. Do nothing. Stay here with me and bear witness to the very end. Just watch it burn. Together. With me. Until the last flame winks out. Doesn't sound so bad, does it? It's not like the world has long left anyway. Then there's the second choice. In expanding the network, you brought people and their beaches together, integrating them into a greater whole. Like this Kipu. But in doing so, you also bound them to my beach. The very beach where I opened the gates to the other side. You can't stop what's coming. But if you cut me and my beach loose, perhaps you can stop it from spreading. You might just prevent the last stranding. And mankind will live to die another day. And it doesn't have to Das end klingt here. gut. But it does. The beach is doomed no matter what. One look ought to tell you that. Which is why we must sever our connection. That'll be it. The end of the Death Stranding. You can't stop the inevitable. The sixth extinction will happen either today or tomorrow. You can either end it with dignity, quick, clean, and in a flash, or you can struggle in vain, knowing full well what's waiting come the finish. Those are your choices. You kept it all this time. Perhaps you still have a chance to stop this nightmare. You brought the world together. You have the right to decide. Pull the rope or cut the noose. But whatever you do, don't hesitate. I'm ready, Sam Strand. Make your choice. But wait. I don't know what to do. Sure you do. After everything, how could you not? Ich glaube tatsächlich, man kann sie gar nicht erschießen. Oh, was kommt man? Ich weiß, ich habe das ein paar Mal versaut. Ja. I'm here for you. Always. Like you were for me. Here. It's a dream catcher. Wear it when you sleep, and I'll keep the nightmares away. I'll always be with you. When you're all grown up, you'll need it to make us whole again. And when the time comes, you'll have to stop me.
You are the only one who can. No, süß. Promise you'll remember. Sam, I'll be waiting for you on the beach. I remember. You knew. You always knew. I did and I didn't. I had so many dreams of the future. I didn't know which ones to trust. Which is why I decided to share them with you and the others. But to connect the dots, to make sense of everything, you need perspective. You need time. Time has no meaning to me. I am not a line. I am a single point. Which is why all I could do was just show you the choices and let you decide. Our nightmares or your dreams? You found the common thread, the strand that links them together. And you did that the only way possible. To live life one day at a time. Thank you, Sam. A gun won't help you here. But it still has a role to play. It was the bonds between people that brought the world together. And if that is what matters most to you, then I will stay here on this beach. And I will shut myself in and the rest of you out. Shut yourself in, come on. Once the last stranding starts, it can't be stopped. I can't go with you. All I can do is try to spare you the worst. Why do you have to stay on the beach? Sam, I am the beach. And I must stay here and ensure that the extinction happens. Even if it takes tens or hundreds of thousands of years. Alone? That's what an EE does. If I had just done my job, none of this would have happened. But I couldn't take it anymore. I got so tired of waiting, and I figured that no one would blame me if I just got it all over with. So, that's what I did. Sounds like hell. So cute. But you and the others came together, connected. And you may be living on borrowed time, but you still have hope. Ihr habt diese monströse Explosion gesehen? The Big Five, life rebelled. They fought back, evolved in order to survive. Ihr wisst, was ihr tut. Extinction isn't just an ending. It's an opportunity. Eine dornige, aber eine Möglichkeit. And if I have to pay the price for that, to be the sacrifice, then so be it. Even if we aren't together, we will always be connected. Goodbye, Sam.
gun won't help you here. But it still has a role to play. Tja. Man könnte denken, dass das Spiel hier vorbei sei. Ich meine, die Credits laufen. Wie prophezeit. Sam allein an seinem Strand. Sein Amelie-Strand bleibt zurück. Und ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert, bis ich wieder durch diese Sequenz komme. Weil ich weiß nicht, wie ich es das letzte Mal gemeistert habe. Nein, das ist nicht das Ende. Tatsächlich nicht. Übrigens habe ich letztens gelesen, dass halt nicht nur, also dass Death Stranding 2 kommt, ist ja, glaube ich, dem Publikum schon bekannt, weil gab es ja einen Teaser zu, aber es soll wohl auch eine Verfilmung von Death Stranding geben. Und da habe ich mir gerade gedacht, ja, das wird sicherlich als Film auch funktionieren, das ist aber ein bisschen viel. Also gefühlt bin ich hier eine Ewigkeit rumgelaufen, bevor es weiterging. Aber vielleicht muss man auch nur den Abspann durchlaufen. Ja, irgendwann muss er Pause machen. Quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. When you were young, you used to have bad dreams. You cried about them all the time. The truth is, those weren't your dreams. They were mine. For as long as I can remember, I've dreamt of the beach. Not just while sleeping, in my waking hours too. In my dreams, I watched the world end so many times. Ich finde, das hat sowas von Evangelion jetzt. Again and again and again. At first, I didn't understand what I was seeing or why. And that wasn't the worst of it. There were other, more terrible dreams. Dreams of death and destruction. Of a massive extinction to come. Like this one. And I would always be the one to end it all. To bring about the last stranding. As I have today. Ach, der Hideo Kojima ist auch dabei gewesen. Ich finde halt so das ganze Setting von diesem begrenzten Raum und dass die Leute halt miteinander in kleinen Szenen sprechen, das hat irgendwie was vom Ende der Evangelion TV-Serie. Ich weiß nicht, ob es auch nochmal ausgesprochen wird. Wie das jetzt ist mit Bibi.
glaube, wir sind wieder am Anfang, ne? Ja. Wenn wir zu weit weglaufen, kommen wir wieder an den Anfang. Jetzt muss man sich halt auch erstmal trauen, ne? Die Szene so zu bauen, dass der Spieler sich wirklich unsicher ist. Passiert hier noch was? Ist das jetzt das Ende? Ist das optional? The first operation. I was only 20. I opened my eyes and found myself on the beach. But the moment I came round, I was back in the hospital bed. I was split across two worlds. Bridget, my ha in that one. Amelie, my ka in this. Somehow, the two of us managed to coexist. Soon, our ages began to diverge. Bridget's body got older, while the beach kept Amelie's the same. So I came up with a story. I told people that Amelie was my daughter. A daughter with a debilitating condition and an absent father. Look. Schon mal was Selbstvater gesprochen, also ich weiß das eh schon. Is French for soul. Die lie. A soul that's a lie. There was no Amelie. Only me and the beach. I thought it was a curse in the beginning. But later, I started thinking, maybe I can use this. I tried to find out more about the beach. Because understanding the beach had to be the key to interpreting my visions of the future. Ich weiß gar nicht, ob man noch einfach sitzen bleiben kann. Weil das finde ich ein bisschen langweilig. Gucken wir, ob Richtung Wasser noch was Schickes ist. Over here! Ich kann auch rufen. Ich kann noch Fotomodus machen. Anyone? I'ma leave. It can't be over already. Come on, I ain't done yet. Aha. Anyone? Ein bisschen was für den Spieler als Hinweis, dass noch was kommt. Come on, I ain't done yet. Hey! Die haben ganz schöne, also jetzt nicht super mega tolle Wassereffekte für PlayStation 5. Vielleicht für PlayStation 4 geht das doch schon in Ordnung. Das ist ja tatsächlich der schwierigste Teil, wo das Wasser auf irgendwas trifft. Das haben sie recht ordentlich gemacht. Ja, natürlich, wenn es auf einen zubrandet, sieht man stellenweise die Polygonkanten, gerade hier vorne. Das ist doch echt fucking schwierig. Sehen wir denn irgendwas, wo wir hin können? Oh. Nein. Wir versuchen zwar in die Richtung. Mal, wie viele Sterne wir gesammelt haben. So gut. I realized the beach was connected to the world of the dead, which meant that somewhere out beyond it were the memories of time itself, including those of every organism that had ever lived. 4.6 billion years of biological history, a history that might even stretch back to the creation of the universe.
The chiral network and everything that followed was born from my pursuit of that knowledge. By passing data through the beach. Ich kann hier Fotomodus machen. Aber ich kann nicht bewegen. Schade. Unbound by the restrictions of time. Simulations that would have taken years or more were simple and effortless. Everything that the Earth had lost and forgotten could be reconstructed and reclaimed. But shortly after we began our research, America saw its first void out. I thought I was running out of time, that my nightmares were becoming a reality. So I raced to complete the chiral network as quickly as possible. The past held all the answers. If only I could find a way to piece them together. A network that bridged our world and the beach. That might do it, I believed. So I started researching bridge babies, children bound to the world of the dead. What causes an extinction entity to come into being? What was the reason for the previous 5 mass extinctions? The answers to those questions would tell me how to stop the 6th. I founded bridges, more determined than ever to build a chiral network that would cover all of America. But the longer I fought my war against the inevitable, the weaker I became. My Ha had cancer. The beach's punishment, maybe, for not playing along like a good little EE. And then, just like that, my Ha was gone. I couldn't finish what I'd started. So, I asked you to do it for me. And you did. You helped us complete the network. Helped us to reclaim everything the universe experienced from its inception to this moment. Every mystery was ours to solve. Like this one. Once, there was an explosion. A big bang that gave birth to time and space. Thing is, it was more like a big fluke. All that matter and antimatter should have canceled itself out, leaving nothing. But somehow a tiny speck of matter survived. Just enough. Enough to make this world and everything in it. A world that shouldn't be, a world out of balance. Order inevitably gives way to chaos. Everything that lives must inevitably die. It's like the universe is trying to return us to the nothing we came from. Maybe the Big Five were its best attempts to finish us off. But somehow, life always managed to survive just enough. Enough to thumb its nose at the will of the cosmos. You know, I'm starting to think that extinction might be the key to overcoming total annihilation. It forces life to fight to survive, to endure, to exist. That's why the Big Five ultimately rekindled life instead of extinguishing it. From the ashes of the dead rise the living. Stronger and wiser. Inheritors of the legacy of existence itself. They defy the universe and refuse to surrender. They say, we're just getting started. Extinction is an opportunity. Eine dornige. Ich bin ja kein Fan von diesem Ansatz, weil das hat auch immer sowas von diesem, von dem, ja, ohne die Leiden des Krieges wäre die Menschheit ja technisch nicht so weit. Das hat ja auch immer technische Fortschritte gebracht, das große Sterben und so. Und ich finde, das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung, ne? Die Menschheit wächst an großen Herausforderungen. Ja. Eigentlich kann man doch auch ganz gemütlich leben, oder? So energiesparend. Ich fange jetzt nicht an, über Klimawandel zu reden. Ich habe noch wenigstens was zum Wachsen.
Gerade wenn man das im Sommer spielt, denkt man sich, ach, hier sieht es aber schön kühl aus. Ach ja, der Sam ist ein bisschen blau angelaufen, aber ach, eigentlich ist hier doch ganz nett. Angenehmes Wetter, bisschen chilly vielleicht, aber wenigstens keine 30 Grad oder 40 oder 50 im Schatten. Kann immer ein bisschen im Meer schwimmen gehen, der Sam. pulled the trigger twice that day. I knew at once I'd made a mistake. I found your beach and looked everywhere for you. Sam. There you are. Ich hoffe, spätestens jetzt ist klar, wer Sam ist. Let's go home. I wanted to set you free from death once and for all. It's okay. I know the way. But in doing so, I upset the fundamental balance between life and death. I just wanted to save you. I am an extinction entity. It's my fate to lead our species to extinction. But that moment, The Extinction Monologues. You became a repatriate, and dooms started spreading my nightmares to others throughout the world. It was me that got you and everyone with dooms into this. Not long after, the Death Stranding occurred. The dead clung to our world, and BTs used my beach to cross over and devour them, triggering more void-outs. A catalyst that would set the world on a path to extinction. It was my duty to serve as a sacrifice, to wait and watch it unfold from this beach. That, or hasten the last stranding and end this slow death. Given these, my only options, I chose to end it quickly.
Ach, guck mal, der Hideo Kojima hat da auch mitgemacht. Hätte ich ja nicht gedacht. Hallo! Willkommen zum Ende von Death Stranding. Es ist praktisch wirklich jetzt, tatsächlich. Wir sind kurz vor dem Ende. Es ist gerade der Abspann durchgelaufen. Also wer jetzt noch Death Stranding spielen will, witzig. Ne, eigentlich ist das Spoiler-Teil schon komplett vorbei. Ah, schön, dass du da bist. Und Norman Reedus gucken ist immer gut. Ja, es kommt noch was. Hoffe ich, weil es ist jetzt der Director's Cut, den spiele ich zum ersten Mal. Na? Kojima never change. Ah. Listen, Sam. I was the one that brought you and Cliff together again. There was something I wanted you to know. You were never abandoned. And you're not alone. Don't you see, Sam? Nein, er hat's noch nicht gesehen. You have to live. Oh, werden wir vielleicht noch erfahren, was mit diesen komischen Gestalten am Horizont ist? My sweet bridges. Congratulations, Sam! Oh, unsere Kumpels. Jetzt in weiß. Achso, das ist wieder die Präsidentin. Ja gut, das ist ja dieses BT eigentlich auch Trittgeräusch. Don't give up. You're still connected. The real extinction is the friends we made along the way. So kitschig, aber schön. Gotcha. Ah, cute.
Das Interessante ist, ich glaube, die Szene, wo unter Wasser gezogen wird, haben sie auch schon im Promomaterial verwendet, aber natürlich nicht den Rest davon. Ja, Moment, ich muss mich erst ein bisschen umgucken. Ich habe jetzt so lange am Strand rumgechillt. Hallo. Wollte schon sagen, das ist doch wohl super. Vielen Dank, Sam. Trophäe erhalten. Und wir haben den Die Hard Man. Deadman. Amelie. For too long have we lived as strangers to one another. Oh Gott, eine Cringe-Szene kommt noch. Divided by walls built to keep us safe. But now with the completion of the chiral network, we may at last move forward as a people united. Today we come together to celebrate the birth of a new nation. A new nation for a new world. The United Cities of America. I once took an oath to support and defend the Constitution of the United States. And though that proud republic may be no more, we remain. And so, as your president, I hereby swear to support and defend you, the people. Ah, das ist unsere Ausgehuniform. Let there be no more walls between us, nor masks to hide who we are. Ja, für die States hat's nicht gereicht. Let there be a new America. An America where we can face one another. Where we can speak our minds and open our hearts. Impact. The old ways die hard. But I believe, my fellow Americans, that we have the strength and the courage to rise above our past and embrace our future. The Death Stranding is a part of that past. An enduring shadow. A constant reminder of what could have been. That we stand here today is testament, not to the greatness of any one individual, but to our capacity to come together. Fourth Impact ist ja nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Between us, to our collective greatness. All things must come to an end, ourselves included. But as long as we savor each moment, find joy in the promise of tomorrow, embrace hope, and reject despair, we will endure. President Bridget Strand and her daughter, Samantha America Strand, sacrificed everything in their pursuit of hope that we, the people, might be whole again. That they are not here today to see the fruits of their labor fills us all with a profound sadness. Martha hatten. But we find comfort in the knowledge that their memories will live on in the chiral network and in our hearts. We will always remain connected. There is another hero in this story. One whose achievements seem destined to go unrecognized. America still needs that hero. That person without whom we would not be here. Now, the name is unimportant, but you know who I mean. And for that unsung hero, I have a message. It was you who brought us together. You who made us whole again. And while you and I will eventually pass on, we will be... Going somewhere, Sam? Tired of being the unsung hero? No, I'm done is all. She's gone. Come on, wait.
There's something I need to tell you. Huh. This doesn't bother you anymore? Well, that's great. Now, would you like to know how we brought you back from the beach? Not really. We were going to use the doll, but didn't have one handy, which is when I remembered something else. Not what I think it is. Yes. What could be more connected to Amelie's beach than President Strand's umbilical cord? Hartman thought that's why she left it with me in the first place. Unfortunately... It didn't work. Yeah, she'd already cut her beach loose. It was just gone. We didn't know if that meant she dragged you into the great beyond or sent you to some other beach. We were really racking our brains. Hartman and Mama split up and started searching every beach you might feasibly have washed up on. We looked for a month with absolutely nothing to show for it. A month on the outside. How long on the inside? Trust me when I tell you, you don't want to know. But don't worry. We found no signs of accelerated aging. In the end, this is what led us to you. Just when we were about to give up, Die Hardman reminded us about the revolver. Noch ein So Toter. we tried to follow it, and it led us to a far corner of your own beach. And bingo, there you were. Mama made visual contact first. She was able to see you from her vantage point on the other side. She informed Lochner via their connection, and Hartman confirmed your location during his subsequent NDE. Schon praktisch, wenn man schon tot ist, ne? Fragile to, in essence, slingshot Lou and me to your position, so we could rescue you. But it's not so easy to send multiple individuals to another person's Schon die Erklärung ist for nicht an easy. extended period of time. Und ich habe es bereits gespielt. That's where the umbilical cord came in. We wove these from President Strand's DNA. They serve as a single knot that binds us all. The President must have known all of this would happen. Ironic, isn't it? The gun that set this whole mess in motion ends up being the key to saving you. Amelie, she said it had another purpose. Not a weapon, but a lifeline. A stick that became a rope. Ich frage mich, ob die für den Film auch die ganzen Leute kriegen. Oh. You have no idea how long I've been waiting to give you a hug. Got something else to tell you. Top secret. It's about Cliff. BB's mother's name was Lisa Bridges, Cliff's common-law wife. Lisa Bridges? Now, Cliff was killed by a man identified in the records only as John. Former U.S. Special Forces. Quite good at it by all accounts. Later appointed as an aide to the president, who used him for most of her wet work. The records go on to state that he vanished after Cliff's death. A warrant was put out, but he was later found dead. Turns out some people die harder than others, though. Dear John donned a mask and reappeared with a new identity. But you can't fool the chiral network. We restored the old records, and Mama hid them deep in the archives. You're the only one besides us with access privileges. Take a look if you're so inclined. But don't say I didn't warn you. The president's got some dirty, dirty laundry. Hello, I President. don't trust him, but I'll work with him if that's what it takes. We'll talk later. Sam. I don't expect you to forgive me. But would you hear me out? Oh, jetzt kommt die Cringe-Szene. I killed Captain Clifford Unger. I would tell you I did it for America.
for love of country. But I didn't. I did it for her. Because I loved her with all my heart. She was everything to me. Everything. Ja, fängt noch an zu weinen. Now, I'm not trying to make excuses. I just want you to know that not a day's gone by when I haven't thought about it. Time didn't help. Or the mask. Please, let me finish. The captain, saved my life. You know why they call me Die Hardman? Calls you Die Hard? Because he wouldn't let me die. Okay. He brought my sorry ass back home every time. And I loved him as much as I loved her. Ich kann die virtuelle schauspielerische Leistung wertschätzen, aber es ist ein bisschen cringe. When he stared me down, that ghost, I knew he was here to kill me, to make it right. And why shouldn't he? Why didn't he? He couldn't save his kid, his baby. And that's what brought him back. I guess when he saw I was trying to do my part for America, he remembered who he was. And he forgave me. God! But I don't deserve it, God damn it! There is no atoning for what I've done. God! No. Ein bisschen weniger Selbstmitleid. But maybe this is the next best thing. Maybe he brought me back from the beach for a reason. One last time. He wanted me to do this. To keep on being Die Hardman. No. He didn't. Nobody wants a president who acts like they're immortal. And if you're not scared of death, how can you value life? And life is pretty fucking fragile right now. And yeah, the old ways die hard. But that's what's gonna have to happen if we're gonna come together and build a better America. That gun won't help you here. That's her words, not mine. Thank you, Sam. Ich fand es nicht ganz so cringe wie beim ersten Mal. Hey,
Sam. Been waiting for you. Lou? Dead? Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. Schnüff? The decommissioning order finally came through. Can't risk necrosis. The body can't stay here. I thought you might want to take care of it. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order. And there are laws about that kind of thing, now that we're a nation. I just couldn't bring myself to do it. Wir gucken mal, was passiert. But if the alternative is defying the president, I can't do that either. Not Wir me. haben kein Problem damit. All right. I'll go to the incinerator. Before you leave, I'd like to check something quickly. I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. Ich denke, das Spiel seit einer Stunde. Ja, When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. aber das ist die letzte I Sequenz, trust you versprochen. remember what I said. Right. Absolutely. Wir dürfen sogar wieder was spielen. Also, keine Panik. Like. Thanks for everything. How's the weather? Don't think you'll be needing an umbrella. I decided to follow my father's dream after all. Don't worry, I won't get mixed up with any terrorists this time. UCA's got my back. We're the first private delivery company to get the official approval. Sounds like you're moving up in the world. Congratulations. Thanks. Wait, there's something I have to tell you. I didn't shoot Higgs. Couldn't pull the trigger. So I let him choose. Death or eternal solitude on the beach. Fair enough. You never did like breaking things. That's right. I find and fix what's broken. And reconnect. Auch noch ein Screenshot. I'm fragile. But not that fragile. Der Spruch wird nicht besser. Wanna come work for me? Could use a man like you. The world's still broken. Same as before. Wir haben ja noch einen What Teil. isn't? But we're still here. We're still chugging along. Not everyone. Not me. Come on. You put America back together, didn't you? Doesn't mean there's a place for me. I've got no ties to anyone or anything. I might as well be dead. I felt like that when we first met in the cave.
I still do. Don't act like you're the same person. You've learned how to touch, to feel. You've connected with people. With us. Everything I touch, I lose. Sam! Ein paar hundert von euch. Come on, Lou. One last delivery. Oh. Haben wir überhaupt eine Karte? Ich glaube, wir haben noch nicht mal eine Karte. Das wird jetzt ein bisschen Handarbeit. Das mal dahin finden. Fernseher will in Standby gehen. So.
Oh, wir können sogar räuspern. Lass uns mal einfach vom Weg leiten und der sagt mir da jetzt rechts hoch und dann ein bisschen links halten. Interessant, was der Kamerawinkel, also das Field of View, für einen Unterschied macht. So, dann kommen wir. Gucken wir mal, ob wir da so lang kommen, wie ich mir das vorstelle. Ah, Igor, du hast uns ein bisschen geholfen, das ist nett. So, Vorsicht. Wo müssen wir hin? Ah, hier. Also da hoch und dann wieder runter. Muss ein bisschen vorsichtiger sein als sonst, weil ich habe ja mein Superskelett mit dabei. Wir müssen ein bisschen mit unserer Dings aufpassen. Mit der Stamina. Oh, da ist doch. Das kann ich gut gebrauchen. Vielen Dank, Igor. Warum habe ich denn so viel Zeug von Igor hier? Ah, komm, ich like dich erstmal durch. Nein? Ah, bist du schon da? Ah. Ich hab mir doch gedacht, es war doch nur über diese eine Klippe drüber. Mal, was passiert, wenn ihr auch den Haupteingang diesmal, oder? All right. I guess we're here. You still with me, though? Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. Thanks for everything. Child's special. One of a kind. A baby candidate. Either that, or a sacrifice. A foundation. A bridge. Brought you an astronaut.
Mankind can go anywhere, even outer space. You'll be out of there in no time. And the second all this is over, I'm gonna take you wherever you want to go. Can I help you? Holy shit. John, is that you? Captain, what are you doing here? My wife's checked in. They don't want a repeat of last year. The Void Out in Manhattan. No. I'm so sorry. I didn't know you were the husband. This isn't what we agreed on. You said you'd do everything in your power to save BB. We are. But we cannot release your son just yet. Believe me when I tell you it's for the best. This is a woman in a mask who's done nothing but lie to me. I have a duty to protect our country. Lies are an unfortunate necessity. The President gave me the highest level access privileges. I've used them to manipulate the security system. We have 5 minutes before it resets, sir. 5 minutes to talk. Off the record. Take BB and get out of this place. There's nothing I can do for your wife. I'm sorry. You were my commanding officer, but I swore an oath to the President to protect her and the country at all costs. Now, if she orders me to do something, I have to do it. I have to. But I served under you first. And your family doesn't deserve this. Any of this. Why are you helping me? If they catch you. Because you saved my life, sir. Again and again. When the brass sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home. Back then, I thought I was invincible. I thought I was some kind of action hero. But I'm not the hero. You are, sir. You're the reason I'm still alive. And it's past time I paid that debt. They're moving your son to a new facility tomorrow. You'll never see him again. He'll serve as the foundation of a new communications network. A sacrifice for a nation that no longer exists. I wrote down everything you need to know. It was the only way to keep it off the system. Mystery. Burn it when you're done. Verbrenn es und lies es. The rest is up to you, sir.
Ich glaube, das war auch die Zwischensequenz, wo sie es nochmal erklären. I believe this belongs to you, sir. I can't terminate your wife's life support from inside her room. Post-Credit-Bus, ja. Spiel ist jetzt wahrscheinlich schon 2 Stunden vorbei. So, this is the only other option. Aber in der einen oder anderen Form haben wir Fragmente davon ja gesehen. Das ist jetzt wahrscheinlich nur noch mal für die unaufmerksamen Leute, dass sie alles mithaben. An alarm is set to go off if she flatlines. I've rigged the system to spoof her vitals. But you won't have long. 5 minutes, tops. Don't hesitate, sir. This is the only chance you'll get. Das waren schon mindestens 5 Minuten. Aber ich glaube, mehr so... Ich glaube, so der Ausdruck von richtig schwierigen Männergefühlen, der zählt nicht. So Loyalität und Ehre und Freundschaft und so, das verzerrt die Zeit. Ich würde interessieren, ob das überhaupt wirklich klappt, so Handtücher und Kissen als Schalldämpfer zu benutzen. Selbst mit Schalldämpfer ist eine Waffe noch wirklich laut. I'm sorry, Lisa. Genau. Liebe, Wahrheit, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. I'll take care of him. I promise you. Zusammen sind wir Captain Planet. Promise you. Ich glaube noch ein Knutsch. My animal, Lisa. War ich gespannt, wie sie das alles im Film umsetzen. Es ist ein bisschen viel Story. Die Ehre von Grayskull. Ich habe das Bibi. Can you hear me? Daddy. Bisschen würdevolles Schreiten. Ich weiß gar nicht genau, wie alt Bibi ist. Weil das sind ja jetzt auch teilweise Sams Erinnerungen. Weil ich glaube schon, dass die Bibis älter sind als normale Föten, aber
Erstmal zu Ende pfeifen. I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. Also hoffentlich nichts, aber ansonsten unser Bridge Baby. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order. Was das ist, erkläre ich gleich doch mal. Cremieren etwas zu Creme verarbeiten. Jetzt kommt ja eh nochmal. Also, Bridge Babies, das ist praktisch. Ja, das ist eine ganz schön kranke Idee. Also im Endeffekt sind das halt, sag ich mal, ich weiß gar nicht, ob die, auf jeden Fall sind das halt Babys von, Babys von verstorbenen Müttern, also praktisch die schwanger gestorben sind und sozusagen deswegen zwischen Leben und Tod gefangen sind und die Bridges benutzt die halt, um diese Geister zu entdecken. Also sprich, die sind halt zwischen Leben und Tod gefangen, deswegen haben sie sozusagen einen Fuß in der lebenden Welt, einen Fuß in der Welt der Toten. Und diese Geister, denen wir ausgewichen sind, die Beach Things, Beach Things, ne, genau. Also gestrandete Dinge, die kann man halt normalerweise nicht sehen, aber wenn sich halt die Leute über diese Nabelschnur mit denen verbinden, dann können die praktisch die Fähigkeiten der Bibis benutzen, um halt tote Geister, was auch immer zu sehen. Und am Anfang heißt es doch immer so, ja, nee, die sind ja eigentlich praktisch schon tot, die leben gar nicht wirklich und die benutzen die halt mehr oder weniger halt auch nur wie Ausrüstung, Bridges, also ne, praktisch halt so. Und dieses Bibi, was wir jetzt die ganze Zeit herumtragen, haben wir auch nur praktisch durch einen Zufall gekriegt. Also es gehörte früher jemand anderem und wir haben das so Zufall mitgenommen und Sam hat halt auch das gemacht, was man eigentlich nicht tun soll, hat eine persönliche Verbindung zu aufgebaut, dem Bibi auch einen Namen gegeben. Bittererweise halt tatsächlich auch den Namen, den er eigentlich seinem eigenen Kind geben wollte, das halt praktisch im Third Impact, also in der Apokalypse, die dem Spiel hervorging, sind halt praktisch seine Frau und sein Kind verstorben und wir haben es praktisch adoptiert. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Ja, schaffen wir es noch auf 3,50? Nein. Ah, er hat noch ein Herz gefasst. A purpose that cannot fulfill outside the pod. There is a 70% risk of catastrophic failure simply in removing it. Was jetzt steuern? Wir dachten halt auch die ganze Zeit, wenn wir uns halt praktisch verbinden, dass wir die Erinnerung von Bibi, also sehen, aber es sieht wohl mehr so aus, als wären es die Erinnerung von Sam.
gucken, was wir überhaupt erkunden können. So, hier ist Sackgasse. Es erinnert mich jetzt ein bisschen an Beyond Two Souls. Diese Sequenzen tatsächlich. So, ich denke mal, hier kommen wir nicht weiter. Genau. Was natürlich eine schöne Metapher ist, dass es halt hier so aussieht, als würden wir gegen unser Glas stoßen. Lolololo. Whoops. Freeze! Hey, put it down! Drop it! Put it down! Back off. Back off! Get up! Don't do it! I'll handle this. Der hat einen coolen Schnurri, der eine. Das hat mal gut geklappt. I'm sorry, Captain. Don't! You got it! You two! Stay there! And hold your fire! Sieht nicht aus, als sollte man mit den Scherzen machen. Thanks for trying, John. Stop! Step aside, sir, or we'll be forced to open fire. It's a dead end. He's trapped. Security will take it from here. British Ultramarines. Auch mal schnell einen kompletten Spielfilm hinter die Credits gepackt. Ah, Video Kojima never change.
in here! Get his hand up in the stable. Get it cool. I'm sorry, Lisa. I screwed it up. I've ruined everything. Sam, es ist nur eine Erinnerung, das kannst du wenig gegen machen. He's in there, sir. I saw him. You saw him all. Now check the other way. Go! Yes, sir. No. Open it up. He's inside. Move, dumbass. Bibi. Don't worry. It's okay. I'll always be with you. See the sunset, the day is ending. Let that yawn out, there's no pretending. I will hold you and protect you, so let love warm you to the morning. I found out I was gonna be a father, I was so scared. Scared of what it would mean. I had to be there for you and your mom, no matter what. I couldn't just go off and get myself killed anymore. Couldn't leave you all alone. I couldn't. Get off of him! Now! I had it all wrong. All wrong. Being a father didn't make me scared. It made me brave. I'm sorry. Sorry it took me so long. Captain, look at you. Don't make the same mistake. Be yourself. Be free. Oh my God. Captain, I need you to hand it over. Shoot him, John. Let it go. Please. Shoot him! I gave you an order. Shoot him!
was Sam Porter. But you're Sam Bridges. My son. My bridge to the future. Without you, I was just like any other cliff. Irgend so ein Cliff halt. Dead end. No way forward. Nothing but an obstacle. Looking on at the world people like you were trying to build. Dividing people was the only thing I was ever good at. So, alles klar, wir gehen nach Hause. You bring people together. You're their bridge to the future. And mine. Come on, Sam. Stand up. Is this me? Haben wir so eine Szene nicht schon mal? Not BB2. No, 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 no! Ist ja wirklich nochmal für alle aufgedröselt, die während des Spiels nicht aufgepasst haben. Das ist irgendwie auch ein besonderer Service. Das macht, glaube ich, nicht jedes Hideo Kojima-Spiel. Ach, wir sind da gerade weg, nicht schon wieder. Sam. There you are.
Die letzten 3 Stunden waren wir nicht am Strand. Ja, okay, gut. You want to go home? Let's go home. It's okay. I know the way. No. Platsch. Kaufen Sie ihn jetzt. Ich frage mich gerade, ob sie das Ending für den Director's Cut noch ein bisschen erweitert haben. There you are. Welcome back. You understand his days as a BB are over, now that his connection to the other side has been severed. It was me who cut the cord. So yes. A deathless repatriate in the world of the living. Should we decommission him? In a manner of speaking. Take him out of the pod. I'll raise him as my own. Okay, es wurde extrem deutlich nochmal dargestellt. Gut, es bleibt kein Zweifel über. Das war, glaube ich, auch die Szene, die ich im Kopf hatte. Come on, Lou. Wake up. Come on, Lou, wake up. Come on, Lou, wake up. Wake up. Come on. Wake up! Wake up.
Ew. Süßer kleiner Kollum. Oh, der Regenbogen ist richtig toll. Und hat auch wieder Blauanteile. Jetzt zu Ende? Ja, jetzt ist zu Ende. Oh. Ach, der Hideo Kojima hat auch mitgemacht. So, außer es gibt wirklich jetzt nochmal ein Finale. Was? Das jetzt wirklich mit Death Stranding Director's Cut. Oh Gott, wie spät ist es? Ich habe mein Handy nicht hier. Ein Video Kojima Ending. Ich glaube tatsächlich, so ein, zwei kleine Zwischenszenen haben sie noch dazugefügt für den Director's Cut, aber ansonsten war es wirklich immer so lang. Es ist 11:30. Aber immerhin, Song hatten wir auch schon. Aber immerhin war meine Prognose richtig, dass wir es heute Abend noch durchschaffen. Ich dachte wirklich, es gibt 15 Kapitel. Aber wahrscheinlich ist das letzte Kapitel, dass wir jetzt nochmal auf die Welt rausgeschmissen werden, oder? Ich lasse es jetzt nochmal durchlaufen. Aber ich glaube, am Ende werden wir wieder auf die Welt rausgeschmissen, falls man noch Zeug machen will. Also was man jetzt auch immer von dem Spiel halten mag, also mir hat es mal wieder richtig gut gefallen. Es ist auf jeden Fall was Besonderes. Man spielt sowas halt nicht jeden Tag. Ich freue mich auch richtig auf den zweiten Teil. Ich meine, es sind auch genug Sachen offen geblieben im Endeffekt. Ist die Welt wirklich geheilt? Die 5. Auslöschung ist ja eigentlich 6., 5., ne? Die 5. der Fourth Impact ist ja eigentlich nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Einige Konflikte existieren ja nach wie vor. Da bin ich sehr gespannt. Es ist einfach nach wie vor ein Wunder, dass dieses Spiel überhaupt existiert und mal fertig wurde. Es war ja ewig ein Running Gag. Ich weiß gar nicht, wie lange seit der Ankündigung bis zum Release wirklich vergangen sind. Aber halt so, es gab ja wirklich so viele Kept You Waiting Jokes und keine Ahnung. Ich glaube, hierfür hat auch Sony die Kohle gegeben. Ich glaube tatsächlich, wenn Sony da nicht die Kohle reingesteckt hätte. Zombie Games haben da auch mitgespielt. CD-Projekt, okay. Ich wusste nicht, dass CD-Projekt damit drin gearbeitet hat. Aber macht natürlich mit den ganzen Referenzen schon Sinn. Noch irgendwelche Firmen, die man kennt? Und es ist wirklich erstaunlich, wie viele Versatzstücke aus den Videosequenzen schon im Promomaterial sind.
Also man könnte, das ist jetzt dieser typische Fall von, man könnte jetzt sagen Spoiler, aber man hat natürlich gar keine Ahnung, was sie bedeuten. So viele Damen für ein eigentlich relativ kleines Spiel im Endeffekt. Ich weiß halt nie, wie ich dieses Spiel so einordnen soll. Es ist irgendwo, es hat so ein bisschen, es atmet ein bisschen AAA und es atmet ein bisschen Indie. Irgendwo ist es ja halt auch irgendwo ein kleines Spiel, obwohl es ja halt riesig gut produziert ist. Ich glaube, es ist ein Beispiel dafür, wie groß ein Indie-Projekt werden kann, ohne AAA zu werden. Da ist jemand Porter. Der Meme in die Kamera zeigt. Ich muss mich bei den Zuschauern bedanken für die Ausdauer. Also ich habe ja im Endeffekt, ich war diesmal sehr ausdauernd. Ich habe ja gesehen, dass im Endeffekt 140 Stunden jetzt wahrscheinlich mit heute in den Playthrough stecken. Aber ich hatte auch richtig Bock, halt mal noch ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Also halt auch mal ein paar auszumaxen und halt auch mal einfach mal zu gucken, weil es gibt's halt für Porter, die ja noch rumlaufen. Ich glaube tatsächlich den zweiten, also jetzt so dieses Finale habe ich sonst vorher, als ich das alleine gespielt habe, in einem Stück so durchgezogen. Also richtig schön so die Beine in die Hand genommen, straight von A nach B, so schnell wie möglich. Und hier habe ich ja die Chance noch genommen, um so ein paar lose Enden abzuschneiden, nicht abzuschneiden, sondern zu verknoten. Aber mich ärgert doch ein bisschen, dass wir den Mundharmonika nicht gekriegt haben. Und ich frage mich, wie viel von diesem Video nachher gesilenced ist, weil einfach so viel gecopyrightete Musik drin ist. Obwohl interessanterweise bei den anderen Streams, die ich hochgeladen habe, erstaunlich wenig stumm geschaltet ist. Also da waren sie wohl wirklich nett, das auch für Streaming zu klären nachträglich. So, ich möchte die Open World dann aber doch noch sehen. Ich habe wahrscheinlich, wenn ich dann irgendwann das dritte Mal spiele, werde ich dann halt auch diese Gepäckkanonen und den Kumpelbot benutzen. Kleine Trippelschritte. Ich habe ja jetzt schon die Kletterseile, diese Seilstation diesmal intensiv benutzt, was ich beim ersten Mal gar nicht gemacht habe. Ich fand es auch ein bisschen schade, dass ich sie jetzt am Ende nicht benutzen konnte, weil ich halt nichts Neues verbauen konnte. Mir kommt es aber auch tatsächlich so vor, als hätte ich diesmal mehr Unterstützung von Spielern gehabt, von Online-Spielern als sonst. Ist der Director's Cut ja noch mal ein bisschen beliebter oder sie haben einfach ein bisschen die Spawnrate hochgedreht nachher? Ich hatte vielmehr das Gefühl, mich auf andere Spieler verlassen zu können und sozusagen nur noch die Mosaiksteine, die noch fehlten, reinsetzen zu müssen. Das ist eigentlich... Gab's Deutsch? Doch, es gab deutsche Sprache, oder? Ich glaube, das ist auf Deutsch angefangen. Ist halt so ein Ding, ich habe es halt damals auf Englisch gespielt. Normal Readers Synchronstimme ist gut und wahrscheinlich ist es auch sehr gut vertont, aber halt... ich war es halt auf Englisch gewohnt. Das ist wahrscheinlich für die meisten, ja. Haben denn, sobald du die Leute gesehen hast, haben die ihre normalen Synchronstimmen? Hat Guillermo del Toro eine Synchronstimme? Wahrscheinlich nicht. Aber ich denke mal, die haben für die meisten Schauspieler, die halt auch wirklich bekannt sind, ihre offiziellen Synchronstimmen genommen. Ach, guck mal, Hideo Kojima hat mitgemacht.
Sehr gute Soundtrackliste. Der Score ist wirklich sehr gut. Hört auch nicht nur die Songs, sondern auch wirklich die Score-Stücke. Also gerade wenn man gegen die Demons kämpft oder gegen die Mules, das ist schon sehr treibende Kampfthemen, sehr schick. Hi, du bist ganz vorne, Jackendo Online. Und einige kenne ich tatsächlich auch aus meiner Twitter-Bubble. Sehr schön. Das ist ja schön, dass sie da nochmal, dass sie da schon mal, da connected haben. Bink ist einfach nicht tot zu kriegen, kann das sein? Ja, du bist offiziell im Abspann von Death Stranding Director's Cut. Das ist doch auch was, oder? Dann kann ich ja auch nur hoffen, dass du es irgendwann durchspielst und ich vielleicht auch im Abspann bin von deinem Death Stranding Director's Cut. Und Hideo Kojima hat mitgemacht. Geil. What happens now? Best handled with care steht da? Ja. Gut. Ja, okay, das werden dann die ganzen offiziellen sein. Okay. Ich frage mich noch, in welcher Welt der Fragile Wortwitz lustig ist oder halt irgendwie cool ist. Aber halt, ja. Ich glaube, ich penne bereits. Wir pennen alle bereits. Also das Spiel ist auch jetzt tatsächlich vorbei. Ich will nur noch einmal ganz kurz in die offene Welt reinlatschen und wünsche schon mal allen, die zwischendurch eingeschlafen sind, wundervolle Träume. Es wird wirklich viele Sprachen übersetzt, also auch von gevoiced. So, nochmal die ganzen Lokalisierungsstudios nehme ich mal an. Ah. So, wir sind 41 Mal gestolpert, haben ein paar Schuhe durchgelaufen. Ich habe immer rechtzeitig gewechselt. Haben insgesamt 124, das sind 124 Liter Energy gesoffen. Wir haben gerade mal zweimal unser Blut komplett ausgetauscht, 264 Krypto-Idioten gefressen, 45 Minuten gechillt. Oh, so wenig Gegenstände haben wir hergestellt, die es möglich sind. Okay. Dann 44 Straßenabschnitte, insgesamt 1200 Kilometer gelaufen, 141 Stunden, habe ich ja gesagt, 140 Stunden haben wir geknackt, 670 Aufträge, 176 Awesome-Lieferungen, Legend of Legends, ach so, das sind die ganzen Speziallieferungen, okay. Es gibt noch Legend, Legend of Legend und Legend of Legend of Legends, okay. Gut, wir haben natürlich keine gerankten Lieferungen gemacht. Werde ich auch nicht machen. Wir haben 2500 Stück Fracht durch die Gegend geschippert und 40 Tonnen. Oh, ordentlich was für dich, ne? 155. 1, 2, 3, 4, 5. Ist Bibi damit ausgemaxt? Nicht NSC. Und wir haben von NSC etwas mehr gekriegt. Ah, okay, hier haben wir einen Screenshot von.
Habe ich jetzt noch meine Trophäe mit dabei? Moment, dann mache ich noch mal einen zweiten Screenshot. So, haben wir es geschafft. Noch Musik, noch mehr Musik, noch mehr Musik. Ganz viel Musik. BB-Theme. Noch mehr Tagebücher. Oh Gott, wir haben auch die ganzen Hintergrundberichte nicht gelesen. Aber das ist halt auch, das ist Lore-Porn. Da gibt es noch so viele, ich sehe jetzt mal Wiki-Einträge, die man lesen kann. Zwei Wochen später. Und jetzt können wir, glaube ich, einfach in die offene Welt rein. Good morning, Sam. Blood collection complete. Ist auch der Riesenwal da? Ah, da ist er. Well, look who's awake. Morning, Sam. You'll be happy to hear your vitals have stabilized, and that you're well on your way to recovery. Not that it's your fault, but what I wouldn't give to trade places. We're all stuck in the president's office, working like dogs to get everything ready in time for the inauguration. But at least one of us is still free as a bird. You should head out. Make the most of it. Could even do some orders if you wanted. Might do you good to get back in the game. You may recall it was raining buckets back when you left for Amelie's Beach. Yeah. We took a real beating at the time. But we've done our best to service the structures and vehicles in the area. I said it. So you know, any cargo that was stored in your private locker at a damaged facility should have been transferred to your private locker here at this distro center. Anyway, busy or not, we'll still be on the end of the line if you need us. And if you want some alone time, we should be able to manage for now. Just make sure you're back in time for the big day, all right? See you then. Hey, Sam, you sure you don't have any unfinished business? Sam. Kann ich noch auf etwas hinarbeiten? Back and earned a break, but I've got a high priority request. Head to the distro center west of Capitol Knot. You can review the details there. Oh Gott, es kommt noch was? Okay. Ich weiß auch nicht. Also ich werde mich noch ein bisschen umgucken, weil es lohnt tatsächlich nicht mehr, halt jetzt noch einen eigenen Stream draus zu machen. Ich sag da mal, ich liefere den Rest dann halt im VOD nach und wünsche schon mal allen, die nicht mehr zugucken, gute Nacht. Ich guck mal noch ein bisschen rum, was hier passiert. Ich ziehe das jetzt eiskalt durch. Danke fürs Zuschauen. Ich weiß gar nicht mehr, ob wirklich noch ein richtiger Abschluss kommt. Aber wir werden sehen, ne? Sagt man so schön, ich bin noch gar nicht müde. Nicht die Sonnenbrille vergessen. So, geduscht sind wir. Es ist ja auch noch heute, genau. So sieht's aus. So, unser Rucksack, ist ja unser Rucksack repariert? Ne, sonst machen wir das als erstes. Hat noch wahrscheinlich auch coole neue Flicken, oder? Haben wir überhaupt noch Platz für den Flicken? So, da war auch dieser I Love Baby Flicken. Den hauen wir, glaube ich, noch mal rein, wenn ich den finde. Da ist er. So. Süß. So, Bibi, ziehen wir noch mal raus.
Erstmal gucken wir uns die Figur hier an. Ich würde jetzt sagen, viel Spaß beim Bemalen, Sam, aber sowas tust du ja nicht. Der letzte Chip. Beide erste Begegnung, von Schrotthändlerbandler getötet. So, ja. Okay, die versuchen es nochmal miteinander. Heiraten doch. Naja, mal gucken. Okay, ich würde sagen, hier ist ja doch anscheinend noch ein bisschen was zu tun. Ich mache jetzt hier Schluss für heute, weil ich bin auch so langsam müde. Ja, ein bisschen. Ich habe zwar gesagt, ich bin noch gar nicht müde, aber es war gelogen. Wenn ich jetzt sehe, was wir noch alles zu tun haben, werde ich langsam müde. Ich werde einfach noch einen Stream außerhalb der Reihe irgendwann nochmal zwischenschieben.